Hallo. Guten Abend. So, wir spielen mal wieder Horizon Zero Dawn. Mein Horizon Forbidden West, Entschuldigung. Also fast das gleich. Ja. Ich muss nur Fauli. Oh Gott, Fauli, was ist los mit dir? So ist gut. Ja. Das letzte Mal haben wir gesagt, wir machen mal jetzt Story Part, also Story zum Beginn einmal und dann schauen wir weiter. Genau das werden wir mir jetzt nicht tun. Deswegen halten wir das Bier gar nicht lang auf da. Dann gehen wir gleich ins Game. So. Mal müsste das wieder funktionieren. Der Patch ist rausgekommen. Und ja. Wir haben da ein Kontrollterminal oder was auch immer. Ich schätze, Silence will, dass ich es überprüfe. Untersuche das Gerät. Ja. Gehen wir da nochmal durch. Wo sie vielleicht auch noch durch? Ist mir so im Nebending aufgefallen. Nein. Können wir nur leiser machen? Dialoge sind ja eigentlich. Ja. So ein bisschen leise, finde ich. Also machen wir es einen kleinen Tick lauter. Aber wirklich nicht voll. Aber das ist nicht ganz so einfach. Und zwar hier. Dann können wir da auf 60. Müsste jetzt nochmal ein bisschen besser sein. Nach einer Brise und Eva Zwerg müsste es jetzt besser sein. Ja, das dauert jetzt kurz. Nicht schrecken, es geht gleich weiter. So, schön. Ja. Perfekt. Neuer Datenpunkt. Minimal. Armer Hades. So beengt hier drin. Kein Platz zum Nachdenken. Man kann nicht mal sprechen. Die Prozessorkugel eines Titanen auf der anderen Seite. Na, das kennst du ja. Sobald ich dich da drauf geladen habe, hast du es viel bequemer. Zumindest bis zu den Verhören. Also es ist genau so, wie ich mir es vorgestellt habe. Er mag in Hades mehr oder weniger ausquetschen über Informationen. Dem her haben wir gespannt, was wir jetzt erfahren. Eine Art Protokoll. Das meiste ist zensiert. Aber anscheinend hat Silence dran gearbeitet, dass Hades redet. Tag 1. Trotz meiner Zweifel wegen der fehlenden Kopplung ließ sich Hades relativ einfach auf der separaten Prozessorkugel installieren. Das Testobjekt scheint bei vollem Bewusstsein zu sein und vollkommen hilflos und trotzdem, es wird seine Inhalte nicht freiwillig preisgeben. Demnach werde ich ein wenig experimentieren. Tag 2. Meine ersten Versuche, Zwang auszuüben, sind fehlgeschlagen, aber Geduld ist angebracht. Es hat ein Bewusstsein, also kann es leiden. Man braucht nur die richtigen Stimulation mit der richtigen Intensität. Tag 5. Erfolg. Die Ironie ist köstlich. Mehrere Formen von Daten haben im Testobjekt Unbehagen ausgelöst. Aber nicht so sehr wie natürliche Bilder. Holographische Darstellungen von Pflanzen und Tieren funktionieren am besten. Je lebhafter, desto besser. Die Wirkung scheint schmerzhaft zu sein. Insbesondere ein Loop-Kaninchen, die über eine Blumenwiese hoppeln, löste wahre Todesqualen aus. Ich glaube, dass das Testobjekt sehr bald gefügig sein wird. Tag 6. Ich habe einige faszinierende technische Details über Gaias Datenstruktur extrahiert, insbesondere darüber, wie ihre heuristische Matrix mit ihrem Unterfunktion verflochten war. Doch je mehr ich über die beabsichtigte Arbeitsweise des Systems erfahre,
und insbesondere über Hades relativ einfache Rolle als Vernichtungsabsicherung, desto mehr wundere ich mich über das Signal, das es beschädigt hat. Was hat eine untergeordnete Maschinenintelligenz in eine vollständig bewusstseinsfähige Supereinheit verwandelt, die zu strategischer Planung hinterlässt und sogar genozidfähig ist? Vielleicht eine bisher unbekannte Pharaoh-Software, aber ich sehe nicht, wie eine solche Technologie fortschrittlich genug gewesen sein könnte, es sei denn, nach der Zerstörung der Biosphäre wurden noch weitere technische Entdeckungen gemacht, vielleicht von Überlebenden in Elysium? Das scheint alles sehr weit hergeholt. Was ist jetzt da los? Ach so. Okay. Also zurück zur Quelle. Irgendwann wird Hades mir sagen, was ich wissen will. Tag 7. Meine Zwangsversuche scheinen einen hohen Preis zu fordern. Hades digitale Konvulsionen, genau, produzieren Feedbackwellen, die seine Datenstruktur beschädigen. Und der Effekt beschleunigt sich. Das Verhör nimmt buchstäblich seinen Verstand auseinander. Stück für Stück. Wenn ich mit ihm fertig bin, wird nur wenig übrig sein. Egal, die Daten, die ich extrahiert habe und weiter extrahieren werde, sind jeden Preis wert. Solange ich nur auf alles zugreifen kann, bevor das Testobjekt zu einem elektronischen Äquivalent eines ausgehöhlten Schädels wird. Tag 10. Die Offenbarung, nach der ich gesucht habe, hat sich enthüllt. Erstaunlich. Und erschreckend selbst für mich. Jetzt hat sich der Samen eines Plans in meinen Kopf gepflanzt. Die nächsten Monate werden meine Fähigkeiten mehr auf die Probe stellen als jede Herausforderung zuvor. Ich muss meinen Intellekt fördern, höher greifen, tiefer graben als je zuvor. Ja, ich bin zuversichtlich, dass es vollbracht werden kann, mit etwas Hilfe natürlich. Tag 12. Meine Arbeit hier ist getan, ich habe alles erfahren, was möglich war. Hades verdient kein Mitleid, aber er ist tatsächlich in einem bemitleidenswerten Zustand. Es wird Zeit, ihn für seine Verabredung mit dem Schicksal an einen imposanten Ort zu bringen. Was das anbelangt, Aloy ist bisher weder nach Meridian zurückgekehrt, noch ahnt sie etwas von meiner List. Aber das wird sie. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und dann wird sich alles fügen. Okay. Also haben wir jetzt da, um Informationen zu erhalten, die wo der Silence schon hat. Das sollte ja jetzt an sich nicht das Problem sein. Dann folgen wir mal den Weg. Aloy, lass diese Nachricht ein Licht sein, das dich aus dem Nebel der Unwissenheit führt. Mit Sprengstoff habe ich die Prozessorkugel vom Titan gelöst. Ein perfekter Käfig für unseren gemeinsamen Freund Hades, mit dem man ihn zur Kooperation bringen kann. Sag ihr, was wir besprochen haben. Mit dem mysteriösen Signal, das dir Leben schenkte. Signal nur für mich gedacht. Signal wurde 1,7,2 Jahre lang empfangen. Dann Abbruch. Kann nicht kompromittieren. Ja, Neustart. Doch Einheiten werden versagen. Wieder dabei, ja? Vielleicht brauchst du eine Erinnerung an dein Versagen. Du siehst, Aloy. Gaia kann sicher neu gestartet werden. Wo du das Backup findest? Tja, da musst du mir wohl folgen, um das herauszufinden. Er meint, er hätte alles im Griff. Bastard. Es gibt nur einen Weg herauszufinden, wo er die Kugel hingetan hat. Nicht identifiziertes Signal. Wo ist nicht? Also denke ich mal, da irgendwo. Folge der Spur der Kugel. Mal sehen, wohin die Spur führt. Ich glaube, da ist irgendwo das Wasser vor. Meine persönliche Meinung. Und Heilpflanzen. Ah, gut. Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen.
156 im Vorrat. So, hier bin ich. Wie ein Trottel hinter Silence her. Nachdem er mich mit seiner Lanze reingelegt hat, um Hades zu stehlen. Eine verrückte KI, die alles töten will. Konnte er sie mich nicht einfach zerstören lassen? Und jetzt bekomme ich noch mehr mit seinem selbstgerechten Mist zu tun. Ich könnte mit Feuer schießen. Frostgrauhabicht. Ein fliegender Plünderer, der häufig in kleinen Gruppen zu sehen ist. Er kann kleine Maschinenkadaver für die Wiederverarbeitung aufnehmen und aus großer Distanz Frostangriffe abfeuern. Schwach gegen Feuer und Schock. Oh, Hauptupgrade. Grauhabichtschnabel. Und dieses Sprengstoffbauteil explodiert, wenn es zerstört wird. Kühlsaft. Okay, also das müssen wir zerstören, dann explodiert es und so ein bisschen haben wir I don't know. Was haben wir da jetzt noch gerade? Ein normaler Plünderer. Noch ein Plünderer. Haben wir irgendwo versteckt? Ja, da drüben. Nutzt man nur leider nicht viel. Und ich muss jetzt ganz geschwind was schauen. So. Sound und Bildschirm, Anzeigebereich, Audioausgabe, Videoausgabe, Super Sampling. Ja, muss geschwind neu starten, das hilft nicht. Und er haben wir nicht. Information. HD ja nicht und wir haben noch Full HD. Egal. Wir wollen noch geschwind Audio. HDMI. System. Okay. Dann starten wir einfach Spannung rein. Aber das habe ich jetzt irgendwo gelesen und dann soll es auf WQHD besser ausschauen. Das heißt, das betrifft mehr mich anstatt Enk. Ja, wobei, betrifft Enk vielleicht auch. Aber nicht so sicher wie mich. Also mich betrifft es bestimmt. Und vielleicht schaut es ja dann besser aus. Hoffe zumindest. War ganz geschickt, weil ab und zu kennt man schon, dass, ja, nicht ganz so auf WQHD ausschaut, wie es sollte. Weil leider unterstützt ja PlayStation kein WQHD nicht, sondern nur 4K. Und 4K habe ich halt leider nicht. Ich habe nur 2K. Kann jetzt sein, dass wir den Weg noch mal gehen müssen, aber mein Gott, das macht ja nichts, hätte ich gesagt. Okay, Tati? Okay, Tati. Tati, okay. Hallo, Leute, Balken ist voll. Eigentlich müsste es laufen. Okay, Buddy. Also gefühlt schaut's besser aus.
Folge der Spur der Kugel. Haben wir das jetzt schon eingesammelt? Ich denke. Notizbuch, Datenpunkte. Genau. Hades in der Hölle. Irgendwo war noch einer. Okay. Einen Fähigkeitenpunkt hätten wir noch, aber das hat Zeit. Jetzt suchen wir uns erst um die Maschinchen. Beziehungsweise erledigen wir es. Hoffentlich. Das wird zwar nicht ganz so easy, aber das wird schon recht. Oh Gott, ich hab keine Munition mehr. Ansonsten ist aber fast alles voll. Dann machen wir noch Frost. Können wir auch noch machen. So, jetzt. Eine braune Ratte. Oder eine linke Ratte, je nachdem. So, hier bin ich. Wie ein Trottel hinter Silence her. Nachdem er mich mit seiner Lanze reingelegt hat, um Hades zu stehlen. Eine verrückte KI, die alles töten will. Konnte er sie mich nicht einfach zerstören lassen? Und jetzt bekomme ich noch mehr mit seinem selbstgerechten Mist zu tun. Sieht nicht so aus, als würde Plasma hier viel nützen. Schockdaten vorhin nützen. Neuer Eintrag. Schlimm ist das, weil wir Plünderer mit leise ausschalten. Irgendwo ein kleines Problem. Also der geht nur dahinter entlang. Das ist schon mal gut für mich. Apropos Fähigkeiten. Nehme ich schon Crit. Schlagverbesserung. Nahkampfschaden. Kritischer Schlag verursacht mehr Schaden. 25%. Resonatorstoß, kritischer Schlagen. Kritischer Schlagen, genau. Kritischer Schaden. Mutstoß Nahkampf macht. Da haben wir kritische Stärkung. Nö. Heute ist er da einer. Ja, das wird schwierig. Natürlich hat der das jetzt. Ich hätte es gern leise ausgeschaltet. Die Jägerin wird zur Gejagten. Die anderen interessiert das nicht?
Hab dich! Kritischer Schlag. Da hat man das erledigt. Oh Gott, keine Munition mehr. So geht's auch. So, dann sammeln wir mal die Teile ein. Radar. Davor haben wir auch schon ein paar. Oh, Niederschlagskraft. Erledigt! So erledigt man das. Passt. Ohne Grauhabicht-Schnabel haben wir auch. Also eigentlich optimal gelaufen. Da liegt's. Bearbeiteter Metallblock haben wir mittlerweile wieder 2. Da haben wir noch ein Füchschen. Egal, nehmen wir mit. Oh, Fuchsknochen. Na, irgendwie, ich denke, da warten noch mehr Maschinen Silence auf uns. ist sich ziemlich sicher, dass er ein Backup von Gaia gefunden hat. Aber wieso? Überall, wo ich nachgesehen habe, jede Spur, alles Sackgassen, alle Backups gelöscht. Also, was hat Hades ihm gesagt? Ich könnte Schockmunition gegen diese Maschine einsetzen. Wieso zur Hölle löst das keine Kettenreaktion nicht aus? Au, 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 au. Schade. Abgetrennt.
Wieso denn jetzt hier? Oh. I don't know. Mir soll's egal sein. Irgendwie habe ich noch nicht das Gefühl, wir lernen halt tauchen. Aber wenn ich es gern lernen darf. Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. Ah, guten Tag. So einfach geht das mittlerweile. Was zur Hölle ist der unbekannt? Also auf See. Auf der See ist was unbekannt. Ein Händler. Hätte nicht erwartet, hier jemanden anzutreffen. Ich könnte Hallo. Vorräte kaufen. Was macht eine Nora so weit im Westen? Ah! Ah, egal, egal. Gib mir alles, was du hast. Muss ich haben. Schockvolle Kaufmann. Outfit. Also wenn man dies da ist, sie verkaufen können. Wie zum Breitschlundherz. Ich verkaufe es einmal nicht. Genauso wenig wie den bearbeiteten Metallblock. Eisenbarren bin ich mir auch nicht so sicher. Bronzebarren. Verkauf gegen Metallscherben. Ach so. Oder Kauf von Maschinenteilen von Beuteunternehmen. Also verkaufen wir nur dies. Bringt uns zwar nur 180, aber das ist scheißegal. Stürmerhörner. Ich würde sagen, wir verkaufen einfach um 6 Stück. Da müssen wir eigentlich auch überall so richtig viel haben. Aber ist egal, das verkaufen wir sie nicht. Gut. Kann dich für die Wildnis ausstatten, falls nötig. Ja, ja. Haben wir denn im Frostbogen? Spulen bearbeiten. Frost plus 7. Ist egal, das nehmen wir mit. Habe ich da nicht schon irgendeine Frostspule drin? Plus 7. Gut, wir haben eine 55%ige Chance auf Frost und 9 Frost. 55%ige Erweiterung. Aber der ist effizienter als die Sprengschleuder. Definitiv. Oh, da ist noch was. Ah, speichert man noch ganz kurz. Bei meinem Stahl. Meine Waren sind die besten. Das sollte nicht sein, du. Auf alle Fälle sind da massenweise Verderber. Und Sprungschläger. Verdammt. Da war ich wohl ein bisschen zu spät, ne?
Sprungschlägerareal. Frachtkapsel. Schlimm ist, das ist ja kein Sprungschläger nicht. Der Weg führt anscheinend in die Berge. Anscheinend, ja. Oh, da ist noch eine Werkbank. Werkbank benutzen. Ich glaube, den blauen Bogen, dann werden wir uns noch länger halten müssen. Glaube ich. Und schwer. Kannst du mir... Danke. Das kostet nicht voll. Nehmen wir mit. Himmelsgleiter, Klingenschweif und Plündererradar und ein paar Metallscherben. Nehmen wir auch mit. Mittlerer Himmelsgleiter Zirkulator. Nehmen wir auch noch mit. Brüllrückenbeutelgewebe. Haben wir leider nicht. Aber ist egal. Wir haben jetzt bei 69 und 12. Das passt ja schon mal. Das kann man auch noch upgraden. Das haben wir noch nicht. Beutelgewebe einer Stachelschnauze. Genau, das haben wir auch noch nicht so weit. Aber ist egal, wir haben da jetzt einen relativ starken Bogen und ich habe 4 Mal Säurepfeile dabei. Ja, 4 Mal. 3 Mal. Einmal hier, einmal hier, einmal hier. Und die sind definitiv die stärksten. Aber nein. So, dann schauen wir mal einer da. Eine Ruine. Okay. Mal sehen, wo das hinführt. Ich schätze, Silence hat mit dieser Maschine seine Beute transportiert. Da ist Kapsel. Das muss die Kugel sein, in die Silence Hades steckte. Und die Tür. Sieht aus wie eine Pharaoh-Anlage. Oder Zero Dawn? Komm schon, Hades. Bist du noch drin? Hades? Bist du das? Risiko für das System erkannt. Du siehst nicht gut aus. Du bist die Aloy, die mich zerstören soll. Ja. Diesmal dauerhaft. Sogar so bist du eine Gefahr für Gaia. Wenn sie wiederbelebt wurde. Also hast du das Gaia-Backup noch nicht sichergestellt. Dann ist Gaia tot. Erde und du verloren. Trotz Fehlfunktionen, ich habe gewonnen. Silence fragte, wo er ein Gaia-Backup finden könnte. Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Klar, das wäre ja auch zu einfach. Was hat Silence dir angetan, Hades? Du wirkst so ausgehöhlt. Silence hat mich befragt. Und was hast du ihm gesagt? Datenfehler,
Speicherstrukturen verfallen. Du hast nichts davon gespeichert? Ich erinnere mich an dich. Daran, dass ich dich am Turm geschlagen habe? Okay, das bringt nichts. Weißt du, wo Silence Hin ist? Nein, er ist vor 12,8 Tagen gegangen. Vielleicht ist er... Datenfehler, Strukturen für Verhaltensvorhersage verfallen. Also weißt du auch nicht mehr als ich. Na toll. Weißt du, warum Silence dich in diese Ruinen geschleppt hat? Silence wollte, dass du mich hier findest. Offensichtlich. Aber wieso? Was war das hier? An diesem Ort wurde Datenfehler, Speicherstrukturen Gaia verfallen. geboren? Er nannte es mein Totenbett, mein Grab. Aber du... Das werde ich wohl rausfinden, wenn ich reingehe. Als das geheimnisvolle Signal dich verwandelt hat, erhielten die anderen Unterfunktionen Gaias auch ein Bewusstsein. Du bist entkommen, als Gaia sich selbst zerstörte, aber sie auch. Wo sind sie hin? Jede Funktion ist den Koordinaten zufolge nach. Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Ein Haufen verrückter KIs, die sich sonst wo rumtreiben und sonst was anstellen. Mit seinen Kampfmaschinen tötet Hephaestus jedes Jahr Tausende und du hast fast die Welt zerstört. Da draußen sind noch 7 Funktionen, die Ärger machen? Ein deprimierender Gedanke. Du bist deprimiert. Gut. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du einen tollen Charakter hast, Hades? Erkenne Sarkasmus. Ja, dachte ich auch nicht. Der war gut. Silence hat dich nach dem geheimnisvollen Signal befragt, das dich aufgeweckt hat und dir ein Bewusstsein gab. Wer hat es gesendet? Signal von Meistern gesendet. Und wer sind die? Meister erweckten mich, um Leben auf der Erde zu zerstören. Warum das denn? Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Es reicht. Beenden wir es jetzt. Glaubt Aloy immer noch, dass sie Gaia wiedererwecken kann? Das Leben auf der Erde retten kann? Ja, Aloy glaubt das. Dann bist du fehlgeleitet. Vernichtung unvermeidlich. Was weißt du schon davon, Hades? Du wolltest die Erde zweimal zerstören und bist beide Male gescheitert. Das Einzige, was du je vernichtet hast, warst du selbst. Und dieses Mal rettet dich keine Lanze. Das ist inkorrekt. 3-mal hat Hades Leben ausgelöscht. Was? Das weißt du noch? Ja, Daten intakt. Nicht lebensfähige Biosphären wurden 2154, 2161 und 2168 aufgegeben. Und das war vor Jahrhunderten. Dazu wurdest du geschaffen. Aktuelle Biosphäre, Version 5. Es wird keine Version 6 geben. Das muss es auch nicht, denn ich werde diese retten. Du täuschst dich. Ergebnis nicht zu... Masterüberbrückung aktiviert. Zum Aktivieren Name und Rang eingeben. Elizabeth Sobek, Alpha Prime. Vernichtung. Masterüberbrückung aktiviert. Löschprotokoll wird bereinigt.
Du hast dich um Hades gekümmert. Ja. Könnte er dieses Mal vielleicht tot bleiben? Wird er. Vertraue darauf. Vertrauen? Ja, Vertrauen. Da ich das getan habe, was du nicht konntest, und das unbezahlbare Wissen von Hades extrahiert habe, kannst du darauf vertrauen, dass ich dieses Mal wollte, dass du ihn zerstörst. Also sind wir wieder bei Hologrammen angekommen. Hast du Angst, dass ich dich umbringe? Es gibt einen Grund. Und du nutzt immer noch dieselbe Spyware, wie ich sehe. Also hättest du einfach rangehen können, wenn ich anrufe. Aber du wolltest wohl einfach weiter spionieren. Mir geht es schon seit Monaten nicht mehr um dich, Aloy. Ich musste Arbeit erledigen. Stundenlange Recherche. So intensiv und zeitraubend, wie sie auch für das Schicksal des Planeten wichtig ist. Ja, natürlich. Du willst einfach nur die Welt retten. Das stimmt. Der Unterschied ist nur, dass ich im Gegensatz zu dir Ergebnisse erziele. Hast du ein Gaia-Backup gefunden oder nicht? Oh ja. Ich glaube schon. Wo? Voila. Warum glaubst du, habe ich dich hergebeten? Hinter der Luke mit Generkennung liegen Reste einer Anlage, in der das Hades-Löschprotokoll perfektioniert wurde. Ein Testkreislauf, der hunderte von Szenarien getestet hat. Alle mit einem Gaia-Backup. Das hat Hades dir erzählt? Ich musste ihn überzeugen. Aber ja. Also. Bist du bereit, das zu holen, wonach du seit 6 Monaten suchst? Oder willst du einfach mit offenem Mund da rumstehen? Du sagtest, du warst beschäftigt. Außerordentlich beschäftigt. Aber nicht so beschäftigt, dass du keine Zeit hattest, den Tenakt beizubringen, wie man Maschinen überbrückt. Und sie reitet. Aloy, du solltest dich nur damit beschäftigen, wie du ein Gaia-Backup bekommst. Mit mehr Konzentration könntest du eventuell sogar Ergebnisse erzielen. Du streitest es nicht ab, Silence. Verstehe es so, wie du willst. Nur damit wir uns richtig verstehen. Hades hat gesagt, es gäbe Gaia-Backups da drin. Ja. Oder zumindest gab es sie. Vor 1000 Jahren. Backups, die nicht gelöscht wurden, als Ted Faro alle Apollo-Kopien gelöscht hat. Korrekt. Hades zufolge konnte man nicht über ein Signal auf diese Anlage zugreifen. Nicht mal Ted Faro konnte an die Daten hier. Backups. Mit kompletten Daten von Gaia und ihren Unterformen. Terraform zu bekommen, das Leben auf der Erde zu retten. Da drin? Das hat Hades gesagt. Worauf wartest du denn dann noch? Hat Hades gesagt, woher das geheimnisvolle Signal kam? Das ihn aufweckte und Leben zerstören wollte? Ja, hat er. Sagst du es mir? Irgendwann, ja. Aber immer der Reihe nach, Aloy. Soweit ich weiß, musst du immer noch eine superintelligente KI namens Gaia neu starten. Ja, dieselbe Gaia, die sich vor 20 Jahren wegen des Signals zerstören musste. Das Signal wird seit Jahren nicht mehr übertragen. Es ist keine Gefahr mehr. Was, wenn es wiederkommt? Wird es nicht. Selbst wenn es, naja, die Details sind kompliziert, aber das Signal hat Hades zum Handeln gezwungen. Wenn du Hades aus den Backups löschst, ist Gaia in Sicherheit. Und jetzt hör auf zu trödeln und hol dir ein Backup. In Ordnung. Ich suche in der Einrichtung nach einem Gaia-Backup. Aber damit das klar ist, Silence, wenn das wieder einer von deinen Tricks Es ist eine Luke mit Generkennung, Aloy. Du bist die einzige Person, die sie öffnen kann. Wie sollte das eine Falle sein können? Wenn du mich noch einmal reinlegst, Silence, dann treffen wir uns zu unserer nächsten Unterhaltung wirklich. Obwohl du nicht viel sagen könntest, weil mein Speer in deinem Hals stecken würde. Aloy, dank mir ist alles, was du dir wünschst, was du in den letzten 6 Monaten versucht hast zu erreichen, endlich in Reichweite. Also, ich weiß, dass du als Nora Ausgestoßene keine Manieren gelernt hast. Aber in einer solchen Situation sagt man Danke. Und dann sage ich,
Gern geschehen. Das ist nicht immer eingebildet. Aber Hades. Also, Hades endgültig zerstört. Er hat. Also, man muss in Silence wirklich zugute halten. Er hat mit dem Hades nichts Böses nicht im Schilde geführt. Er wollte nur Informationen haben. Und nicht nochmal in Hades Aufbau und das gleiche dann nochmal probieren, wo es Hades nicht geschafft hat. Worauf wartest du noch? Los mir jetzt erklären. Aber jetzt ist Hades endgültig Geschichte. Das ist in Silence hoffentlich auch klar. Weil anscheinend ist das nicht ganz so klar. So geht's einmal. Ja. Oder er wollte es vielleicht. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Auf alle Fälle gehen wir jetzt in die Anlage rein. Identiscan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zugriff gewährt. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte eintreten. Bitte eintreten. Bitte eintreten. Soll das ein Witz sein? Ich glaube, wir haben Glück. Glück? Die Tür ist völlig zerstört. Offensichtlich. Aber du kannst trotzdem hindurch. Wenn du noch etwas geduldig bist. Siehst du diese Kristalle? Die Osseram nennen sie Feuerglimmer. Sie sind brennbar. Nicht stark genug, um so eine Tür zu sprengen. Aber vielleicht stark genug, um sie etwas weiter aufzubrechen. Ganz genau. Das geht nur mit einem Anzünder. Ich schicke dir jetzt die Pläne. Um ihn zu bauen, brauchst du Maschinenteile und das Öl vom Brennkraut. Es wächst nur unter Wasser. Aber in der Nähe gibt es einen See. Die Teile sind komplizierter. Du brauchst eine Waffenspule aus der Energiezelle eines Sprungschlägers. Entferne die Energiezelle, bevor du die Maschine erlegst. Sonst zerbricht sie. Alles klar. Ich glaube, ich habe schon alles, was ich für den Anzünder brauche. Jetzt muss ich das Ding nur bauen. In der Nähe des Eingangs zur Anlage gibt es eine Werkbank. Mit der du an Hades rumgespielt hast? Rumgespielt? Ich habe wertvolle Daten extrahiert. Gut, da wir so vorbereitet sind. Das ist ja ein Traum. Müssen mehr. Ja, top. Anzünder. In dem Speer eingebaut kann dieses Modul benutzt werden, um Feuerglimmer zur Explosion zu bringen und Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Sprungschläger, Waffenspule, Tiefwasser, Brennkrautöl. Herstellen, abgeschlossen. Ha! Damit sollte ich den Feuerglimmer anzünden können. Eine wirklich nützliche Kombination. So habe ich die Prozessorkugel überhaupt erst aus dem Horus gelöst. Na toll. Geh lieber einen Schritt zurück. Treten Sie an. Na endlich. Ich glaube, ich bin drin. Dann geh ruhig weiter. Mit diesem Anzünder kann ich den Feuerglimmer anzünden, den ich eben gesehen habe. Konzentrier dich auf die Aufgabe, Aloy. Da ist viel Wasser drin. Das läuft wohl von den Gipfeln runter. Das leckt hier schon einige Zeit. Okay. Endlich wieder Ruinen durchsuchen. Ist mir das so gegangen. Ist was drin? Nicht identifiziertes Signal. Was ist da? Gesicherte Eindämmungsluke. Also.
Hier ist alles überschwemmt. Und auf der anderen Seite ist noch eine Tür mit Generkennung. Wenn es Gaia-Backups gibt, sind sie bestimmt dort. Ich muss irgendwie darüber kommen. Okidoki. Erst einmal eine und Kiste looten. Textprotokoll Zutrittsliste 1. Februar 2065 Travis Tate, Hernandi Lyon, Kali Harden, James Xiong, Haruki Sato, Travis Tate, Elizabeth Sobeck, Frank Jean, Sicherheitsteam Bravo. Daten beschädigt. Okay. Jetzt war Elizabeth Sobeck wieder da. Kommen wir da mitkommen? Also da ist ja auch noch die wo kaputt ist. So, was haben wir da? Nix anscheinend. Kommt mir bekannt vor. Ich kämpfe mich durch verfallene Ruinen, während du durch meinen Fokus spionierst. Werd nicht nostalgisch und such lieber weiter nach einem Backup. Oida! Was möchtest du von mir? Was zur Hölle war das? Können wir da weiter? Okay, ich denke nein. Schade. Also können wir da nicht weiter. Naja, also zumindest schon mal die richtige Richtung ausgewählt. Ich werde das unterwegs abschütteln. Ja, genau, das magst du ein bisschen. Mein Zugwerfer könnte hier nützlich sein. Tür. Ha! Ja, gehen wir einfach mal so lang. Hat ich auch noch klüger gewesen? Glaub nicht. Diese Leiter wäre vielleicht eine gute Idee. Die Leiter für das Wasser. Also gehen wir weiter. Wir können ja jederzeit wieder rein. Wir brauchen ja keine Identity-Scan mehr. Hallo, gehst jetzt du da rein? Hallo? Ist das nicht so gedacht? Warum ist das so gedacht? Hä? Warum gehst du da noch nicht durch? Hab's gesehen.
Oh, das nutzt man ja jetzt auch schon nicht, oder? Alte Tresortür, Metallleiter. Da nutzt man wohl auch relativ wenig. Ich verstehe es halt nicht. Der Help. Die Tür ist zu. Aber daneben ist irgendein Gerät. Meine Güte. Können wir da noch mehr für? Offen. Eine Energiezelle. Mhm. Da willst du bei einstiegen. Hat geklappt. Tür öffnen. Oh. Wie scheint die Sonne auf den Kopf? Brauche ich eine Nahenergiezelle. Boah, ist doch hell. Was ist über mir? Was hat eigentlich über nichts da? Bewegt sich nicht. Das klemmt irgendwo. Was war das für ein Raum? Da scheint noch eine Konsole zu sein, die Energie braucht. Okay, da geht's nicht weiter. Au! Das sollte die Tür öffnen. Ja, Sobald ich es mit sicher. Energie versorge. Die Konsole ist abgeschaltet. Bewusst kann ich da wieder zurück. Das hat doch bestimmt einen Sinn. Oder? Stromterminal. Ich kann jetzt nicht einfach. Ach so.
Würde jetzt eigentlich dann da am Punkt gehen. Ted, mein Freund. Vorbote der Endzeit. Was gibt es denn? Die Modifikation der Einsiedlerspinne. Die separaten Speicher für die Gaia- und Hades-Muster. Tja, das wird viel zu teuer. Ich werde die Tests des Hades-Protokolls nächste Woche ins Hauptquartier von Zero Dawn verlegen. Nur mit der Ruhe, Mann. Lass es mich mal ganz einfach erklären. Baby Hades ist ein fieses kleines Ding. Und es muss in seiner Wiege bleiben. Ein Fehler. Und es unterbricht jeden Datenfluss und jede Stromleitung. Deshalb ist dieses dunkle, gruselige Loch perfekt. Sehr schwierig, ein unerlaubtes Signal rauszuschicken, damit die Cyber-Atomwaffen hier nicht einfach davonfliegen können. Zum Beispiel Draxnet 4. Ich glaube, die Jungs nannten das den Moldavian Brain Hack. Das war ein Projekt der Freigabestufe 9. Ah, du dachtest, deine Leute hätten alle Spuren verwischt? Tja, der alte Trev hat genau hingeguckt und noch welche gefunden. Nein, Hades wird bleiben, wo er ist. Bis dann, Teddy. Wenn dieser Ort von der Außenwelt isoliert war, sind eventuelle Gaia-Backups nicht gelöscht worden. Sicher vor Ted Pharaohs Versuchen, Gaias Apollo-Datenbank auszulöschen. Ich könnte? Geht jetzt du das du herunter? Nicht, gell? Strom erforderlich. Oh, für wo so bitte Kiste? Ah, ich sehe es. Einmal anzünden. So geht's. Ah. Das war nur Zusatzinfo da. Gut, dass wir noch mal umgekehrt haben. Dann machen wir aber das da, weil das ist bestimmt auch Zusatzinfo. Von Pharaoh. Elizabeth Oh. und Travis Tate. Oh Mann! Ich sag's dir, Liz. Nach der Nummer musst du mich lieben. Ich habe mir vorgestellt, wie die Far-Sinus-Trottel diese falsche Gaia öffnen. Und ich dachte, dass sie wissen müssen, dass sie von uns kommt. Das ist kein Streich, Travis. Ich habe nur einige Avatare gescriptet. Was von dir, was von mir. Um unsere Botschaft persönlicher zu machen. Kannst du sie einfach schicken? Sobald sie kompiliert wurde, dann sollten wir beide feiern. Ich habe Partyutensilien dabei. Pizzarollen, Absinth und ein paar Foodbags. Sobald wir hier fertig sind, gehe ich zu Bryce zurück. Ich bin verwirrt, Liz. Wie kann jemand wie du, fast schon eine Heilige, die Welt so sehr lieben, aber alle darauf hassen? Ich meine, hast du überhaupt Freunde? Kompilation abgeschlossen. Datei wertloses Versprechen bereit für Übertragung. Erweist du mir die Ehre?
Logikbombe gezündet. Ab geht's, ihr Farsi-Spinner. Sei einfach weiter der Beste in deinem Feld, Travis. Ich bewundere dich aus der Ferne, Liz. Ich schwöre es auf Mamas Grab. Und sie war religiös. Travis lag falsch. Elizabeth wollte dem Leben eine Zukunft sichern. Ihr lagen alle am Herzen. Na, ich weiß nicht. Die Außergewöhnlichen gehen einen einsamen Weg, Aloy. Wie wir beide sehr gut wissen. Ja, es ist halt der Nachteil, wenn du irgendwie so Retter der Welt oder irgendwie sowas bist oder Themen, auf die ich aktuell nicht so gerne eingehen mag. Was haben wir denn da? Was haben wir denn hier? Okay. Nix, was so wichtig wäre. Aber egal, nehmen wir trotzdem mit. So, und jetzt gehen wir da durch die Tür. Nicht? Können wir da nicht rauf? Also nicht gewollt. Was haben wir da mit denen jetzt da? Hast du wirklich nur die Kisten aufgemacht? Oder muss ich da jetzt wieder zurück, dass ich die aufmachen kann? Ja, weil da so auf jetzt kein Werfen geht. Ich glaube, einfach das falsche auf zuerst gewählt. Ja, schaut so aus. Jawohl, ist so. Okay. War doof, war nie doof. Alles gut. Noch eine Platte, die ich aufziehen könnte. Ich muss höher klettern, um ranzukommen. Was? Aha. Mhm. Von hier aus komme ich mit dem Zugwerfer wohl nicht ran. Nicht? Ich muss springen. Was das geschickt ist. Warum sind die Leute nicht runtergeworfen worden? Mein Gott. Ah, das hätte auch besser laufen können. Tati, kannst du noch mal helfen?
Durch das Loch hier. Vielleicht ist so eine minimale Stellung am Stick, die wo das verursacht. Ich hab keine Ahnung. Also irgendwie habe ich es geschafft gehabt. Aber ich weiß nicht wie. Ich glaube, das ist zu weit weg, dass ich da irgendwie umgekommen. Die blöde Treppen, die habe ich nicht runtergeworfen. Das war der größte Fehler, den ich machen können habe. Jetzt hänge ich wieder an der scheiß Luke. Das dämpft den Fall. Irgendwie so bin ich auch aufgekommen, oder? Das ist voll nervig. Dass du viel die Stunde an einen Scheiß drum hängst, da es nicht geht. Das Schlimme ist, dass ich weiß, dass ich da um muss. Ich kann nur leider nicht. Ich wisse den Weg sogar. Wo ist die Leute? Ah, Gott sei Dank. Springen geht nicht. Aber wenn ich gleite... Ah. Ich glaube, von hier aus komme ich nicht zur Tür. Das glaube ich allerdings auch. Immerhin etwas Schweiß abgespült. Na schön, ja. Die mir jetzt auch wieder Raffe. Anscheinend nicht. Okay, dann schwimmen wir zurück. Jetzt haben wir ja unsere Leiter.
Da fahren wir vorher jetzt rüber. Immer noch Leitern Ausschau hin. Definitiv. Ein weiterer Teil der Anlage. Das sehe ich mir mal an. Oh. Ich sollte rübergleiten können. So. Ah. Was ist darin? Oh Mann, wie laut ist es da draußen? Die Tür. Außerhalb des Was Lärmfilters mit der Konsole daneben? 150 Dezibel. Dann haben wir wohl etwas Ruhe. Was steht an, Trav? Wir sind lange befreundet. Aber ich habe nie gesehen, dass du wen betrügst. Warum jetzt bei Fast Zenith? Ich wollte es dir erzählen. Sie kriegen eine Gaia-Kopie. Ich darf mit auf die Odyssee. Aber ich habe gesagt, wir brauchen 2 Plätze, weil ich meinen Freund Trav mitbringe. Mann, Hank! Klingt, als wäre der Lärmfilter kaputt. Geht's dir gut? Ach, geht schon. Ich habe hier einen persönlichen Filter. Siehst du? Ich weiß, dass du nicht gut hörst, aber siehst du den Text? Der alles transkribiert, was ich sage? Gut. Während ich da draußen auf 170 Dezibel aufdrehe, könntest du den Übertragungscode eingeben? Na also, das war's schon? Cool. Danke, Hank. Gut gemacht. Sicherheit? Hank Shaw steht zur Abholung bereit. Oh, er atmet noch. Vielleicht bringt ihr aber eine Schaufel mit. Puh. Wahnsinn. Ich könnte meinen Fokus... Da sind Daten. Von... Hier, Trev. Ich habe ein paar alte Dateien vom Projekt Gespendsklave ausgegraben, noch aus der Zeit vor Hades. Ted ist nicht annähernd so gründlich, wie er glaubt. Was hatten sie seine kleinen Trottel hier am Laufen? Hui, und dann haben sie auch noch ein paar fiese Sachen von Ramses Projekt reingepackt. Da ist natürlich der Moldawien Brainhack, aber auch neue kleine Teufel wie der allwissende Meme und mein persönlicher Liebling Souverän 7482. Das ist mal ein Das ist mal ein Spitzenpredator. Die Kontrolle über die TDO-Bots übernehmen und sie mit Haushaltsgeräten bewaffnen. Danach räumt keiner mehr auf. Möglich? Ich muss zugeben, die hätte ich gerne frei rumlaufen sehen, damit sie noch was erleben, bevor die Lichter ausgehen. Aber ich werde die Verseuchung nicht nachgeben. Ich werde der Versuchung nicht nachgeben, oh, leck mir nur Schleswig schlecht. Das kommt wohl davon, wenn man mit Lissy abhängt, oder vielleicht will ich auch mein Elysium-Deal nicht aufs Spiel setzen. Travis Tate. Hier wurde jede Menge Malware produziert, bevor Zero Dawn übernahm. Die Konsole hängt mit der Tür zusammen. Man braucht irgendeinen Code, um diese zu öffnen. Okay, das schauen wir gleich. Kurzes Päuschen.
Ich überprüfe mal meine Datenpunkte. Ich frage mich, ob mein Fokus mir etwas zeigen kann. Im Protokoll von Travis Tate stand eine Nummer. Könnte klappen. Nur, wie war sie noch? Mein Fokus findet vielleicht was. Ich könnte meinen Fokus einsetzen. Kann mein Fokus hier etwas sehen? Vielleicht mal prüfen, was mein Fokus sieht.
So. Ich glaube, wir haben den Code schon entdeckt. Haben wir den Inventar? Ah, Spezialwerkzeug. Und zwar haben wir wieder einen verpasst anscheinend. Und das ist er nicht. Hä? Was sind das wieder für Datenpunkte? Äh, 7482. Na, also. Ja, locker easy. Nicht identifiziertes Signal. Mich würde interessieren, was das ist, aber naja. Wechselt man mehr wieder. Erst plündern, dann scannen. Kein Deal mehr, Tilda. Zero Dawn hat die Ektogenese-Kammern. Farasinov braucht die Apollo-Datenbank. Es gibt keinen Grund, diesen Vorfall... Du wolltest Gaia stehlen. Ich hatte nichts damit zu tun. Und du hast die Verantwortlichen bestraft. Dank deiner Logikbombe kämpfen sie um ihre lebenswichtigen Systeme. Ich soll also wirklich glauben, dass du nichts davon gewusst hast? Bitte, Liz. Die Chancen der Menschheit sind so schon gering. Auch wenn du unseren Plan nicht gutheißt. Was, wenn wir als Einzige überleben? Sollten wir dann nicht Apollo haben? Um uns an die Vergangenheit zu erinnern? Unsere Fehler? Ich bitte dich. Gut. Du bekommst eine Kopie von Apollo. Danke. Wir reden noch mal vor. Wohl, Tilda. Jetzt reicht es. Zeit loszulassen. Elizabeth hörte sich am Ende traurig an. Ich glaube, das war was Persönliches. Allerdings. Aber er hat sich noch eine Apollo. Da ist Noch die Tür. ein Backup. Ich komme näher. Okay. Apollo Backup. Also irgendwo sollte noch eine Sicherheitskopie sein anscheinend. Okay. Ah. Zieh, ey Leute, zieh. Nee, du ich vorhin. Da ist die Luke. Ich gleite. Oh. Vorsicht. Achso, ich muss da einfach.
Ich glaube, ich sollte nicht weiter. Scheiße. Ja. Müssen wir da irgendwie zurück und dann wieder da und wieder und. Immerhin haben wir die Leute unter. Schon trocknen. Kompilation abgeschlossen. Datei wertloses Versprechen bereit für Übertragung. Was? Verstehe die Frage nicht. So viel zum Thema über das Equileiter nimmer. Oh! Gut, das mal noch bei um ist. Umgegangen jetzt. Ah. Da muss ich mal gucken. Gut, da wir noch mal zurück müssen haben. Ich habe keinen Platz. Das kommt in meinen Vorrat. Genau. Lassen wir die Leute oben, weil dann gehen wir wirklich relativ schnell wieder zurück. Okay, das war das Überflug. Identiscan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sobel. Treten Sie ein. Guten Tag. Gott, schaut das komisch aus. Das Ding ist ja riesig. Der Strom ist weg. Nur für die Konsole nicht. Es ist feucht hier drin. Hoffentlich hat das Wasser nichts Wichtiges beschädigt. Das Backup zum Beispiel. Fang an zu suchen. Bin gespannt, ob wir es finden. Genetisches Profil bestätigt.
Guten Tag, Dr. Sobeck. Guten Tag. Möchten Sie Einsiedlerspinne aktivieren? Möchte ich. Aktivierung. Okay, wird hochgefahren. Das klingt gar nicht gut. Scheint instabil. Und sehr schwer. Pass auf. Wenigstens habe ich Strom. Und es gibt hier Daten. Anscheinend ist diese Einsiedlerspinne ein Testapparat für Gaia und Hades. Ich sollte mir das Zugriffsfeld anschauen. Ja, leg los. Testprotokoll. Notiz von Trev. Denkt daran, Leute, dass uns sehr notwendige Sicherheitsverfahren von jeden Testzyklen eine komplette Diagnoseprüfung des Gaia und des Hades Datenspeichers erfordern. Kann ich noch deutlicher werden, wie wäre so? Überprüft die großen runden Dinger lieber 10-mal, bevor er auf den roten Knopf drückt. Scheiße, ich kann nicht glauben, dass ich hier der Verantwortungsvolle bin. Protokollstart. Prüfung 11.117.a. Datenspeicher gesperrt. Gaia-Kern grün. Hades-Kern grün. SF-Sim.exe initialisiert. Heuristische Matrix gestartet. Auslöse Countdown gestartet. 3, 2, 1. Daten beschädigt. Okay. Diese runden Kapseln sind wohl Speichereinheiten. Eine mit Hades-Backups, die andere mit Gaia-Backups. Worauf wartest du noch? Hades ist unten, aber der Gaia-Behälter klemmt. Dann entklemm ihn eben. Ich muss das Kabel von... Vielleicht kann ich auf die Kopplung am Arm schießen. Hoffentlich hast du es nicht beschädigt. Da es jetzt unten ist, sollte ich auf die Kapsel zugreifen können. Nein. Hab eins. 2 sogar. Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Datenfußabdruck gering. 98% Speicher? Das kann nicht stimmen. Gaia war eine Superintelligenz. Man kann nicht erwarten... Systemkern. Keine Unterfunktionen? Die Kopie ist nicht komplett? Nein. Eher ein Samen, aus dem Gaia wachsen könnte, wenn sie Unterfunktionen für eine heuristische Matrix hätte. Also ist das nutzlos? Ich fürchte, ja. Ohne Unterfunktion. Ah! Aloy, du hast alles gegeben. Wofür? Für nichts? Vielleicht ist die Rettung der Welt für eine Person zu groß. Selbst für dich. Warte. Ohne Unterfunktionen ist sie nutzlos, aber es gibt Unterfunktionen. Da draußen. Die ursprünglichen, die verstreut wurden, als Gaia sich hochgejagt hat? Die können überall sein. Du wirst sie nicht rechtzeitig finden. Selbst wenn, hat das Signal sie mutieren lassen wie Hades. Du weißt gar nichts. Sicher weiß ich. Viel sogar. Wenn es klappt. Der Versuch war's. Du hast Minerva, aber keine Verbindung. Nicht weit. Die Berge westlich von Rheinklang. Nah genug, um sie zu holen. Ich hatte gehofft, alle Unterfunktionen zu finden. Aber eine ist immerhin ein Anfang. Genau. Stellst du Minerva wieder her, kann man damit Gaias heuristische Matrix auslösen. Und ist sie bei Bewusstsein, sucht sie mit mir die anderen Unterfunktionen. Ich sammle sie ein. Und baue sie Stück für Stück wieder auf. Sehr clever. Glaubst du noch, ich kann die Welt nicht alleine retten?
Naja, also das. Warnung. Eindringlinge. Warnung. Aloy, du musst genau zuhören. Die Eindringlinge wollen genau dasselbe wie du. Gaia ist neu geboren, daher sind sie hier. Freunde von dir? Nein. Sie kennen mich nicht. Der Datenimpuls, den ich übertrug und der auf ein mögliches Gaia-Backup hier hinwies, war anonym. Sie sind sehr mächtig, aber sie werden dir nicht wehtun. Nicht, wenn sie sehen, wer du bist, was du bist. Ein Klon von Elizabeth Sobek, ein genetischer Schlüssel zum Neustart von Gaia und dem Aufbau des Systems. Sie brauchen dich. Ich hab dich gewarnt, Silence. Akzeptiere doch einfach das Unvermeidliche. Öffne die Luke. Zuerst rette ich Gaia und die Welt, dann suche und vernichte ich dich! Ich versuche dir hier zu helfen. Belausch mich mal damit. So. Neuer Fokus ohne Spyware. Okay. Denk nach. Denk. Mir egal, wie mächtig die sind. Diese Luke da kann allein ich öffnen. Aber finde ich einen anderen Weg raus? Das Wasser hat eine Strömung. Schwach, aber vielleicht ein Weg raus. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie ein. Vielversprechend. Bitte? Haben wir's? Fantastisch. Kam der Impuls denn von hier? Hat jemand... Stimmt was nicht? Mist! Phantome, Beta! Tja, hast du eine Ahnung, was ein Klon von Elizabeth Sobek hier will? Vielleicht war es Gaia, als es sich zerstörte. Eine letzte Hoffnung für das System. Das klingt gar nicht gut. Nee, nein, danke. Verzichte. Aber die Nein, schon genug Probleme. Eric! Ja? Wie wär's mit ein wenig Downsizing? Sicher. Was, wenn sie den Impuls schickte? Dann war das töricht von ihr. Aber wir haben, was wir wollten. Setzen wir es ein. Also das gefällt mir jetzt wieder gar nicht mehr. Töte ich ständig. Aber dieses Zittern, wenn das Leben entweicht. Das bekommt kein Holo hin. Plapper nur schön weiter. Mach dich zum tollen Ziel. Du meinst, dieser primitive Schrott kann mir etwas anhaben? War ja klar. Oh Mann, das wird lustig. Was riecht da? Ein Mäuschen? Ich kann nichts ausrichten. Ich muss hier irgendwie raus. Vielleicht, wenn ich den ganzen Prozessor runterhol. Mit der Konsole kann ich ihn weiter absenken. Soll das eine Waffe sein?
Er ist zu nah. Ich schaff's nicht. Okay. Gib. Die Beute gehört mir. Das ist So, unnötig. jetzt kann ich die Kopplungen zerstören, die das Ding halten. Das würde nicht so enden. Ich kann nichts ausrichten. Was? Langsam mir beim Zielen die Zeit. Weil... Treffer! Das wird dir nicht helfen, Kleiner. Wo ist dann? Au. Eine weniger. Was hast du vor? Nicht dasselbe wie Kränkung, Schmerz, Macht, Frustration, Weichelei zu fühlen. Na also. Na los, schieß auf mich, nicht da drauf. Braucht Munition! Au. Schluss mit dem Quatsch. Du hast Mumm, Kleine. Gefällt mir. Aha. Das Ding zu zerstören bringt nichts, Aloy. Na komm. Los, komm schon. Ich muss den Hauptdraht kappen. Okay. Ich werde zusehen, wie dein Leben verlischt. Schieße die Drahtkopplung der Einsiedlerspinne ab. Dank dir fühle ich Da sind noch 2 Kopplungen am Draht. Greif mich an, nicht die dumme Maschine. Aua. Nur noch eine. Au. Nur zack, gib mir in Ruhe. Darauf habe ich mich schon sehr lange gefreut. Oh. Wenn es abstürzt, wird's dich umbringen. Besser als dir den ganzen Spaß allein zu gönnen. Verflucht! Was sollte das? Dass ich töte, was du tot haben wolltest? Was denkst du dir bloß? Die Plattform ist eingestürzt und die Leiche mit ihr. Okay. Und seit wann kriegst du nicht mehr, was du willst? Phantome suchen.
der Bus? Bus zur Hölle. Lato Police. Oh Leid, was hatten das für Maschinen? Ey Leute. Mist! Phantom, eine hochentwickelte mobile Kampfdrohne. Ihre goldene panzerähnlichen Platten können sich in Waffen verwandeln und sich wieder befestigen, wenn sie abgerissen wurden. Schwach gegen Säure und Plasma, stark gegen Feuer, Schaden und Löschwasser. Leck mich am Arsch, was sind das für Viecher? Einsetzbare Waffe. Oh. Abnehmbar. Leuchtender Hirnstamm. Kristallgeflecht. Welches kriegen wir dabei? Was war das mit dem... Was ist denn da drin? Da. Hallo. Gibt's da irgendeinen Ausgang? Taucht man noch mal geschwind auf. Ist nur eine Frage der Zeit, dass die kommen. Diese Phantome geben nicht auf. Du musst schnell schwimmen. Nur wohin? Schockmunition bringt nicht viel. Ja, das ist mir auch schon bewusst worden. Sieht wie ein Versorgungsraum aus. Das Wasser führt hierher. Vielversprechend. Mhm.
Perfekt. Rost. Das war... Schon gut. Ich bin hier. Ich muss... Hey, langsam. Immer langsam. Hey. Alles da. So wie du ihn vorhin umklammert hast, muss er wichtig sein. Wo sind wir? Ein Außenposten des Utaru-Stamms. Nicht weit von deinem Sturz. Wie lang? 2 Tage. Aloy? Wir haben keine Zeit. Ich habe was gefunden. In den Bergen westlich von Rheinklang. Ja, das hast du unterwegs gemurmelt. Aloy, was auch immer du da gefunden hast, du kannst jetzt nicht... Wenn es sein muss, kriech ich. Okay, gut. Aber vorher musst du mit jemandem reden. Mit einer Utaru, so. Sie hat von Ärger in den Bergen gesprochen. Von einer Höhle, aus der Maschinen kommen. Das kann kein Zufall sein. Warum brauchen wir sie? Gehen wir zur Höhle. Sie liegt im Gebiet der Utaru. In ihrem Gebiet. Sie kann uns helfen. Glaub mir. Gut. Dann auf zur fabelhaften Zoe. Grüne Gliedmaßen welken, Wurzeln faulen im Schnee. Doch der Samen wird wachsen, so sicher wie Stein. So. Sie sollte im Bett sein. Aloy lässt sich nichts sagen. Du bist also so... Val meint, wir sollten reden. Über die Maschinen. In den Bergen westlich von Rheinklang. Ich bin Grabessängerin. Mein Platz ist hier. Erhol dich erstmal. Was hat es denn? Sie heißt Reh, nicht es. Eine unserer Landgöttinnen. Und sie stirbt. Doch nicht nur das. Sie leidet. Ihr Zustand geht dich nichts an. So, wenn jemand helfen kann, dann Aloy. Darf ich? Was ich vorhabe, sieht schmerzhaft aus. Wird dir aber helfen. Speer.
müssen uns noch unterhalten. Also gut. Hier entlang. Die Berge. Westlich von Rheinklang. Es gibt Ärger? Ärger haben die Utaru überall. Unsere Ernte ist verdorben, unsere Siedlungen verlassen. Aber in der Höhle in den Bergen ist es am schlimmsten. Sie ist ein heiliger Ort. Fa, eine unserer Landgöttinnen, ist vor Wochen hineingegangen, aber noch nicht wieder herausgekommen. Dafür kommen tödliche Maschinen raus und überwältigen uns. Das ist noch nie geschehen. Wäre ja nicht deine erste heilige Höhle. Du sagtest, dass der Stamm Probleme mit Feldern und Siedlungen hat. Ja, einst fuhren unsere Landgötter reiche Ernte ein, doch jetzt säen sie giftiges Verderben. Krieg schwelt unter den Tenakt, ihre Rebellen treiben sich an den Grenzen rum. Und die Maschinen werden immer aggressiver, kesseln uns ein, sodass wir entfernte Dörfer aufgeben müssen. Jetzt kommen sie sogar aus unserer heiligen Höhle. Viele im Stamm fürchten, dass unsere Tage gezählt sind. Ich würde gern sagen, dass es anderswo besser ist. Aber wir verlieren die Hoffnung nicht. Re und die Maschinen wie sie sind Götter für euch? Landgötter, ja. Seit Generationen sorgen sie für uns. Bestellen und ernten die Felder von Rheinklang. Nahrung für alle. Ein Wunder endloser Fülle. Eine Farm. Maschinengeleitet. Mehr als eine Farm. Gesegnetes Land, das meine Leute am Leben erhält. Bis zur Störung. Was ist nach der Störung mit den Landgöttern passiert? Sie schwanden. Jahr für Jahr. Einst waren sie friedfertig. Jetzt wenden sie sich gegen uns, wenn wir uns nähern, greifen uns sogar an. Sie haben die Erde immer angereichert, doch seit mehreren Jahren verderben sie mit Mulch. Die Felder sind alle verseucht. Es breitet sich immer weiter aus, über unsere Lande hinaus. Wir hatten immer Nahrung für alle. Jetzt können wir kaum noch unsere Kinder ernähren. Muss die Überdüngung sein? Vielleicht wird es durch Sporen übertragen? Ich weiß nicht. Das ist ja noch nicht alles. Jeder Landgott hat die Höhle einmal jährlich besucht, aber jetzt nicht mehr. Ohne die Erneuerungsrituale sind sie verfallen. Wie Re. Sie sterben. Und mein Stamm mit ihnen. Also ist die Höhle heilig, weil Maschinen wie Re und die du Fa nennst, sie besuchen? Ja. Vor der Störung hat jeder Landgott die Felder verlassen und ist zur Höhle gepilgert. Immer in derselben Reihenfolge. Erst Do, dann Re, dann Mi und so weiter. Alle mit Erde von den Feldern besprenkelt. Sie tauchten 2 Tage später, wie neu und ohne einen Kratzer wieder auf. Alle Erde und alle Zeichen der Verehrung waren weg. Jede Rückkehr wurde mit einem der 8 heiligen Feste unseres Kalenders gefeiert. Aber die Störung hat den Zyklus verändert. Ja, oder zumindest dachten wir das. Mit der Zeit haben die Landgötter ihre Pilgerschaft aufgegeben, wurden wirr und zerbrechlich. Doch vor 3 Wochen hat Fa die Höhle betreten. Der gesamte Stamm erhob seine Stimme zu einem Lied, betete, dass der Zyklus von Neuem beginnen würde. Fa ist nicht wieder aufgetaucht. Maschinen, die uns töten wollen, allerdings schon. Werden die Maschinen in der Höhle gebaut? Wie in einer Brutstätte? Sieht so aus. Aber wie diese Landgötter kommen und gehen,
So etwas habe ich noch nie gesehen. Danke, dass ihr uns aufnehmt. Val ist derjenige, der dich durch die Wildnis getragen hat. Ich denke, sonst hätte uns hier keiner aufgenommen. Oder wäre an meiner Seite geblieben, damit Aloy es bequem hat. Wir hatten Glück, dich zu finden. Ich könnte das Gleiche sagen. Klingt, als ob ihr viel Zeit miteinander verbracht hättet. Ich wünschte, dafür wäre keine Verletzung nötig gewesen. Hoffentlich geht es dir bald besser. Du hast dich Grabessängerin genannt. Was bedeutet das? Alles Lebendige muss ein Ende finden. Ich soll den Übergang leichter machen. Ich versuche, Ruhe zu bringen. Singe von der Erneuerung, für die der Tod den Weg bereitet. Ich hätte nie gedacht, dass ich für eine unserer Landgöttinnen singen würde. Ich weiß nicht mal, ob Reh mich gehört hat. Du hast sie mehr beruhigt, als ich es je könnte. Es ist nicht deine Schuld, Zoe. Ohne das zweite Gesicht hättest du nichts weiter tun können. Ich muss mir die Höhle ansehen. Was? Das ist niemandem erlaubt. Zeit für eine Ausnahme. Sie gehört den Landgöttern. Hör zu. Da ist noch etwas anderes drin. Etwas, das Probleme auf der ganzen Welt lösen kann. Die Stürme, die Störung. Vielleicht sogar eure kaputten Landgötter. Was soll das denn bitte sein? Ein Geist? Ja. So in etwa. Ich könnte zurück nach Reinklang. Den Chor versammeln. Erzählen, wie du Reh beruhigt hast. Sie um Erlaubnis bitten, reinzugehen. Großartig. Ich hol meine Sachen. Sie braucht Ruhe. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Alles gut, alles gut. Es wird dauern, den Chor zu versammeln. Kurier dich aus. Dann komm. Gut. Bettruhe. Verstanden. Sie braucht dich nicht, um zu heilen. Du könntest mit mir nach Reinklang kommen. Mich dabei unterstützen, den Chor zu überzeugen. Vielleicht spricht das für sie. Das tue ich gern, aber... Vielleicht rennt sie weg. Wirklich? In Ordnung. Bis später. So, warte. Es ist nicht, dass ich nicht mit dir gehen will, aber ich... Ui. Ist es das, was du sagen wolltest? Ja? Dann freue ich mich schon wieder, mit dir zu reden. Ja, ich mich auch. Ja, der ist für Aloy. Du sollst dich ausruhen. Val. Du solltest mitgehen. Ich werde von allein wieder gesund. Du willst mich loswerden damit? Nein. Diesmal nicht. Wir treffen uns in Reinklang, wenn ich bereit bin. Bist du sicher? Ja. Geh. Verschwinde hier. Okay. So. Warte. Wer sind die?
Okay, alles verheilt. Die sterbenden Lande. Begib dich nach Rheinklang. Wow. Also, ja. How long in die Hauptstory. Problem ist nur, wo sind das für Leute? Beziehungsweise wo sind das für Phantome? So, Minerva. Für das Brechen von Codes und die Kommunikation zuständig ist. Während die Konstruktion von Zero Dawn in den Jahren 2065 und 2066 von Minerva Software von der Alpha-Projektleiterin entwickelt. Minerva war die erste Unterfunktion, die zum Einsatz kam nach der Vernichtung der Biosphäre der Erde, führte Minerva jahrzehntelang komplexe Berechnungen durch, um die verschlüsselten Aktivierungscode des Pharaoh-Schwarms zu knacken. Als ihr das gelungen war, übertrug Minerva mithilfe von Sendetürmen wie den Turm im Meridian die Aktivierungsbefehle, die Maschinen des Schwarms inaktiv schalten. Erst danach konnte die andere Unterfunktion mit langen Prozessen beginnen, das Leben auf der Erde wiederherzustellen. Als Hades vom mysteriösen Signal infiziert wurde, das ihm ein böswilliges Bewusstsein verlieh, zerstörte Gaia sich selbst, um ihn an einer vollständigen Übernahme und dem Auslösen einer erneuten Ausrottung zu verhindern. Zu dieser Zeit floh Minerva verwirrt und in einen Dämmerzustand in einem Prozessor irgendwo im verbotenen Westen. Kein Hologramm. Das war kein Hologramm. Die haben eine zweite Elisabeth macht. Irgendwie. Keine Ahnung wie. Weil normalerweise war Aloy die letzte, die wo aus der Brutstätte außerkämmer Kind hat. Die letzte mit der DNA. Und davor, glaube ich, hat es das noch nicht gegeben. Also, wie es das angestellt haben. Vielleicht nennen sie es so, aber das hat ausgeschaut wie eine Person. Das war auch eine Person. Ein Klon, sozusagen. Es ist so, sie verstanden. Was ist auch nicht so genau. Ich hoffe, das klärt sich noch auf. Sagen wir es so. Dann haben wir dann auch gefunden, eine Entschuldigung. Tutorials. Gaia-Kern, eine inaktive Datenspeichereinheit aus dem Hades-Testlabor, enthält eine funktionsfähige Kopie des Gaia-Systemkerns. Na, da schau her. So, jetzt geht's da weiter. Wuchtangriff verursachen mehr Schaden. Resonator nutze eigentlich die Lebenszeit schon relativ. Ursache mit schweren Waffen mehr.
Niedrige Gesundheit. Nahkampf braucht eigentlich kein Mensch nicht. Überschild. Aha. Das mag ich haben. Das werde ja einsetzen. Nein! Kann man dann noch mit dem Wutstoß ändern? Da. Abgehärtet, das war das erste. Jetzt haben wir das. Jägerin, jetzt diese Fremde. Kann das nicht deaktivieren. Wenn das wirklich unser Ende ist. Von Jäger zu Jäger. Werkbank benutzen. Gut, Upgrades brauchen wir eigentlich gar nicht machen. Mit Jägerin handeln. Mal schauen, was die so hat für uns. Rohstoffe, Langbein, Flügelbrenner, Breitschlund, Zahn. Kaufen wir einen, weil die sind schwierig zum kriegen. Möge dir das auf der Jagd helfen. Einmal auffüllen, bitte. Schaut's dann da aus? Feuerpfeile kann man noch machen. Da macht man noch. Und da haben wir noch eine nice Sidequest. Also, Was willst du? gibt es irgendein Problem? Das Problem sind Fremde. Du bist die zweite, die ich heute sehe. Je früher ihr geht, desto besser für das Land hier. Desto weniger Übel, das Wurzeln schlägt. Ich dachte, den Schmerz eures Landgottes zu lindern hätte für ein wenig guten Willen gesorgt. Reh wird sowieso sterben. Genau wie wir alle. In der Zwischenzeit kommen Fremde und rauben das bisschen, das wir haben. Wie diese Kaja-Jägerin vorhin. Gekleidet wie ein Vogel. Mit einem Utaro-Mädchen im Schlepptau, als wäre sie eine Sklavin. Nannte das Mädchen eine Drossel. Das habe ich noch nie gehört. Muss eine Art Kaja-Fluch sein. Moment. Eine Kaja-Jägerin mit einer Utaro-Drossel? Was? Führe ich Selbstgespräche? Ja. Hab sie heute gesehen. Rannten nach Südwesten, in den sicheren Tod. Da kann man keine Stachelfrucht ernten. Zu viele Maschinen. Armes Utaro-Mädchen, wer sie auch ist. Möge ihr Same fruchtbaren Boden finden. Es war nicht deine Absicht, aber du hast mir geholfen, eine alte Freundin zu finden. Danke. Ich brauche deinen Dank nicht. Ich will ihn nicht. Geht jetzt der Scheiß wieder. Wirst du heute kaufen oder verkaufen? So, normalerweise bist du jetzt blockiert.
Der Chor behauptet ja nicht, dass wir verhungern sollen. Wir sollen Rheinklang einfach nicht verlassen. Ich widerspreche dem Chor nicht oft. Meine Waren werden dir auf der Jagd helfen. So. Vielleicht verdienen wir es doch nicht, lieber. Aber wieso blockst du Die hier? Gefahren der Jagd erfordern Was? hochwertige Ausrüstung. Was? Verstehe gerade die Frage nicht. Rheinklang und die Utaru gehören untrennbar zusammen. Wenn der große Kreislauf eins von beiden holt, Du ja nicht. folgt das andere. Wenn du jagst, sollten wir handeln. So, nicht genug Punkte. Das ist schon mal gut. Also. Irgendwie. Mit deinen. Ich mache Werbung für. Kauft der Twitch-Follower, Viewer und so weiter, weil dann bist du gut. Haha. Ja. Feuerklimmer. Jetzt wird mir der Feuerklimmer angezeigt. Ja, das ist ja toll. Auf alle Fälle. Sagt mir das mit der Drossel irgendwas. Die brennende Blüten. Unbekannte Brutstätte. Da gehen wir dann rein. Die verfolgen wir jetzt dann, die Quest. Das andere machen wir dann. Sonst wird auf dem Weg ein bisschen was dazwischen kommen. Das kann ja schon mal passieren. Wir haben auch noch ein paar so Sachen. Aber da müssen wir sowieso mit zurück. Versunkene Höhlen und so weiter. Rede mit dem Lehrmeister. Also. Feuerklimmer bei den Ruinen. Himmelsgleiter. No. Unbekannte Maschine Pflughorn. Eine Beschaffungsmaschine, die den Boden pflügt, bevor sie düngt und Samen verteilt. Sie hinterlässt eine Spur von schnell wachsenden Pflanzen und eine Staubwolke, in der man sich verstecken kann. Schwach gegen Säure, stark gegen Frost und Löschwasser. Pflughornhorn. Oh, heilende Beeren. Hockali-dokali. Ich denke mir, da geht's noch draußen. Sollten wir handeln. Stein aufheben. Ich muss Wal und So in Rheinklang treffen. Den Chor fragen, ob wir ihre heilige Höhle betreten dürfen. Minerva sollte sich darin befinden. Damit kann ich Gaia neu starten. Und dann können wir vielleicht herausfinden, wer die Fremden im Testlabor waren. Aber als erstes sollte ich nach Süden gehen, um eine alte Freundin zu treffen. Schauen, was sie hier draußen tut. Das Signal muss ganz nah sein. So, jetzt gehen wir endlich da rein. Also, wir suchen jetzt die mit der Drossel, weil irgendwie kommt mir die bekannt vor. Eine Explosion. Das ist alles, was da herin gibt. Na egal.
Unbekannte Sprungschlägerherde. Kann man ja rein theoretisch mitnehmen. Wir sollten den Herbst der Utaru akzeptieren. Wer sind wir, dass wir uns dem Kreislauf widersetzen? Löschwassermunition könnte sie verletzen. Sprungschläger, was muss ich da wieder schießen? Nix. Okay, besser. Hallo, was ist denn jetzt los? Mein Fokus ist komplett lahmgelegt. Kritischer Schlag und da geht's. Also das war jetzt nicht so gedacht. Also irgendwie hat da was jetzt nicht gestimmt. Das war jetzt ganz, ganz strange. Das sollte so nicht sein, ne? Das Signal muss ganz nah sein. Glauben, was ich dir erzähle. Ich habe von einer Brutstätte im Südwesten gehört und wollte mir das mal ansehen. Aber wenn ich Maschinen über den Weg laufe, bringen mich meine Beine wirklich um. Dann hältst du dich wohl besser dort fern. Brutstätte Mu. Achso. Eine Brutstätte im Südwesten. Da gibt es wahrscheinlich nützliche Maschinenüberbrückungen. Mhm. Sprungschläger. Areal.
Das ist der Reisetrupp da. Reisetrupp ist da herunter, aber da ist ein unbekanntes Lagerfeuer. Ich könnte... Notizbuch. Ah, das sind wieder extra. Wasser gegen sie einsetzen. Das sind Sprungschläger, die wo schwach gegen Löschwasser sind. Und schwach gegen... Also die sind Säurekanister. Muss nur der roten. Die Maschine ist anfällig. Eieiei. Ich muss sie treffen, solange sie getränkt ist. So, noch einer. Erledigt. Komm schon. Ja. Woo. Meine ersten Sprungschläger erledigt. Ist zwar vielleicht nicht ganz so nennenswert, aber why not? Da ist auch Feuerglimmer gewesen, aber ich weiß gar nicht, gibt es denn unter Wasser vielleicht auch? Da ist ein Stürmerareal und unbekannt mit Brutstätte. Wir machen jetzt erst einmal die Mission. Beziehungsweise gehen wir über das Stürmerareal. Wo ist man mit rummengen? Ich bin aufgeflogen. Das gefällt mir so, die laufen vor Lorwicker. Schnell speichern oder so?
Erledigt. Ja, dann lassen wir mal in Ruhe. Perfekt. Schnell speichern oder so? So, dann heilen wir uns kurz. Bisschen Holz kann hier schon. Okay, wir sind schon wieder voll am Rande. Das ist in meinem Vorrat, wenn ich es brauche. Mhm. So, was haben wir denn jetzt da noch? Jetzt gehen wir mal zu dem Lagerfeuer und weiter zu der Quest. Eine Brutstätte. Das muss diese... die Osseram-Stöberin erwähnt hat. Wenn ich zum Kern gelange, komme ich an genug Daten, um neue Maschinen zu überbrücken. Smogio noch gar nicht. Die Kornschafhaut. Und noch ein Fuchsknochen. Oh, die steckt in Schwierigkeiten. Ist das die, für die ich sie halte? Ja, ist es. Siehst du das, Milo? Du musst auf eine Chance warten. Willst du mitjagen? Gerne doch. Jetzt fängt der Spaß an. Erst einmal scannen, Langbein. Schockpfeile habe ich nicht, gell? In Brutstätten gibt es Daten zur Überbrückung von Maschinen. Kam schon, ist mir ein paar Mal, hat man keine Munition mehr. Oh! Ich halte sie auf, bis du zurück... Oh. Jetzt ist nicht die Zeit zu sterben. Du musst dich halten. Ja, ja. Ja, gut so. Ja, aber dann noch nicht. Ich setze nach. Gut gemacht. Du auch. Komm Erledigt. hier rüber. Stelle Upgrades hier. So. Dann habe ich Talana Khan Padish. Aloy, trotz der Nora. Die Bezwingerin des Rotschlunds. Die Retterin von Meridian. Milo ist meine neue Drossel.
Sie kam kurz nach der Schlacht beim Turm in die Jägerloge. Sie hat von unseren gemeinsamen Jagden gehört. Ruh dich aus. Du solltest ein paar Heilpflanzen auf die Wunde legen. Was führt dich den ganzen Weg hier raus? Sind die Maschinen im Osten zu zahm für dich? Nicht ganz. Ich suche jemanden. Einen Kaja-Jäger, etwa mein Alter. Er heißt Amades. Er kam vor einer Weile allein hier raus und wird vermisst. Dieser Mann, den du suchst, ist er noch ein Jäger der Loge? Er würde es hassen, das zu hören. Lange Geschichte, aber er war ein Adliger. Wir trafen uns in der Wildnis. Ich war schwer verwundet. Er heilte mich. Dann half er mir, die Maschinen zu stoppen, die ein Dorf in der Nähe bedrohten. Danach, trennten wir uns. Klingt, als wäre das noch nicht alles. Ein andermal. Gut. Milou ist eine neue Drossel. Heißt das, dass ein Habicht jetzt mehr als eine haben kann? Die Dinge bei der Jägerloge haben sich geändert. Jetzt werden alle, die die besten Jäger werden wollen, aufgenommen. Egal von welchem Stamm. Keine Sorge. Bist noch meine Lieblingsdrossel. Du machst echt eine Menge Wirbel. Wie ich versprach, als ich Sonnenhabicht wurde. Und was Milo angeht, sie will die Jagd lernen, um ihrem maroden Clan zu helfen. Wie könnte ich das abschlagen? Bei unserem letzten Treffen hast du Meridian verlassen, um eine neue Maschine zu jagen. Das waren mehrere Krallenschreiter und ein Jägerkiller. Du hast gesagt, du fühlst dich rastlos. Ist es als Sonnenhabicht so langweilig? Ich hatte gerade die Stadt verlassen. Ich konnte die bürokratischen Regeln und Formalitäten einfach nicht mehr ertragen. Doch während der Zeit in der Wildnis wurde mir klar, dass die Loge mehr als eine glorifizierte Trophäenhalle sein muss. Unsere Jäger sollten die Speere sein, die die Zivilisten schützen, wie mein Vater und Bruder. Klingt nach einer Herausforderung. Die anderen in der Loge waren nicht ganz so aufgeschlossen. Manche schon. Den Rest schmeißen wir raus. Und damit fange ich an, sobald ich Amades gefunden habe. Ich kann helfen, deinen Freund zu finden. Ich weiß, du hast deine eigenen Gründe, hier draußen zu sein. Aber ich würde mich über deine Hilfe freuen. Was hat er hier draußen gemacht? Er hat bei den roten Raubzügen jemand Geliebten verloren. Er wollte zum Schlachtfeld gehen, um ihn zur letzten Ruhe zu betten. Milo und ich waren gerade unterwegs dorthin. Das Schlachtfeld ist in der Nähe. Ich kann mit euch kommen. Nein. Geh nach Steinhall, heile, warte dort und denk über die heutige Lektion nach. Aber mit Schmerzen bist du keine Hilfe. Geh. Alle Jäger müssen sich ab und zu erholen. Ja, Sonnenhabicht. Es war mir eine Ehre. Wird sie klarkommen? Ganz allein? Natürlich. Sie ist meine Drossel. Komm, zum Schlachtfeld geht's hier lang. Auf zum Schlachtfeld. Folge Talana zum Dieses Schlachtfeld. Du meintest, es war Teil der roten Raubzüge? Die Schlacht der brennenden Blüten. Amades gehörte zur Kaja-Armee, die nach Westen vorstieß. Seine Division griff die Tenakt an. Aber sie unterschätzten die Stärke des Feindes. Es war ein Massaker. Dass du mit jemand befreundet sein würdest, der an den roten Raubzügen teilgenommen hat. Oh, keine Sorge. Er war einer von den Guten. Er wollte den Angriff stoppen, doch er kam zu spät. Seitdem ist er auf der Flucht. Ja. Und du glaubst, dass ihm hier etwas zugestoßen ist? Dann nicht. Keine Sorge. Wir werden ihn finden. Er versprach mir, eine Nachricht zu schicken. Ich habe gewartet, aber... Das kann ich später aus dem Vorrat nehmen. Das hier ist das Feld, wo die Tenakt die Kaja abgeschlachtet haben. Zeit und Wetter haben die meisten Kampfspuren beseitigt. Aber da sind viele Fußspuren. Noch ganz frisch. Sehen wir uns das mal an. Untersuche die Fußspuren. Tiefe Fußspuren, vielleicht Ossaram.
Zu viele, um zu sagen, ob Amadis bei ihnen war. Sehen wir uns um. Vielleicht hilft mein Fokus. Amadis sollte doch allein sein. Wieso waren Osseram hier? Du hast recht. Hier sind viele Fußspuren. Das reinste Chaos. Tiefe Fußabdrücke. Karja-Waffe und ein Lagerfeuer. Eine Karja-Waffe. Die Klinge ist verrostet. Die muss von der damaligen Schlacht sein. Ein Lagerfeuer. Sieht frisch aus. Wie auch immer hier war, blieb mindestens eine Nacht. Hast du Amadis Spuren entdeckt? Möglich? Schwache Spuren. Nicht Osseram, vielleicht Karja. Hier gibt's eine Spur, der ich mit dem Fokus folgen kann. Talana, ich glaube, ich habe hier was. Spuren, die vom Schlachtfeld wegführen. Geh voraus. Ja, gerne doch. Ich verstehe das nicht. Wieso ging Amadis weiter nach Westen? Vielleicht finden wir noch was anderes. Sieht ziemlich verlassen aus. Oh, mir ist Lagerfeuer mitnehmen. Ein Utaru. Was macht der denn hier draußen? Vielleicht hat Keine wir ihn. Angst. Ich bin kein Karja-Hasser. Nur ein alter Plünderer, dankbar für ein bisschen Gesellschaft. Ich bin Lel. Ihr habt euch wohl verlaufen. Genau genommen suchen wir jemanden. Einen Karja-Jäger. Er müsste allein gereist sein und die Kleider waren sicher abgenutzt. Ja, der war hier. Sah sich auf dem Schlachtfeld um. Wollte wissen, was passiert ist. Zum Glück kennt der alte Lel all die Geschichten. Die Karja-Armee stürmte direkt in die wartenden Tenakt. Die meisten verbrannten. Andere brachten die Tenakt zurück nach Westen. Euer Mann wollte wissen, wohin. Ich habe ihm die Gerüchte von einem Ort namens Fäulnis erzählt. Was ist das? Ein Tenakt-Kerker oder Karja-Friedhof, je nachdem, wie man es sieht. Wo liegt dieser Ort? Weiter westlich, im Tenakt-Gebiet, aber das hielt ihn nicht auf. Eine Osseram-Karawane lagerte auf dem Schlachtfeld, die wollten in die gleiche Richtung. Er ging mit ihnen. Sie zogen nach Westen, zu den Bergen. Danke, Lel. Wir müssen jetzt los. Weidmannshall da draußen. Wir gehen nach Westen, zu den Bergen. Wenn wir die Karawane finden, finden wir vielleicht Amadis. Los geht's. Oh Gott, ist das weit. Wo gehen wir denn hier eigentlich lang? Achso. Gehen wir den Weg dann, wo ich schon gegangen bin. Begib dich zu den Koordinaten des Eclipse-Verstecks. Oh, das kann man auch noch mitnehmen. Also Hauptstory werden wir halt wahrscheinlich nicht mehr voll machen. Talana wurde in eine Familie ehrbarer Jäger im Karja-Sonnenreich hineingeboren. Aus eigener Kraft wurde sie zu einer starken und entschlossenen Kriegerin und zum Mitglied der Jägerloge, einer der Karja-Adeligen vorbehaltenen Institution, deren fähigste Mitglieder lukrative Aufträge für die Maschinenjagd annehmen. Wir waren da auch drin. Kann man sich zwar gut nicht so viel stellen, aber wir waren da auch drin. Löschwasserverteidigung. Fortgeschrittene Löschwasserfalle. Okay. Ah, die macht 400. Langbein Primitivo. Okidoki. Dann schauen wir einfach weiter. Da hinten ist auf alle Fälle. Du meintest, Amadis Latopolis. verlor in der Schlacht jemand Geliebten. Glaubst du, die Tenakt nahmen stattdessen diese Person gefangen? In der Fäulnis? Ich weiß Dein nicht. Rucksack ist Vielleicht. voll. Ich pack's in den Vorrat.
Okay, wir müssen zu deinem Lagerfeuer. Der Hügel da vorne. Mhm. Sieht aus, als wäre da ein Tunnel. Dann überall nur Rotfüchse. und Ein so. Panzerschnapper. Er hat uns noch nicht gesehen. Wir können es benutzen. Habicht und Drossel. Wie in alten Zeiten. Ein Panzerschnapper? Oh. Ist dieser Schildi? Eine große Kampfmaschine, die mit einem Panzer ausgestattet ist, der Angriffe absorbiert sowie Energie umwandelt und speichern kann, um sie für zerstörerische Angriffe einzusetzen. Stufe 27 Kampf schwer. Ja, leg mir nur. Schwach gegen Feuer und Säure. Frost und Plasmaschaden ist er stark. Ja. Chili? Ich glaube, das ist Chili. Panzerschnapper, Panzerbolzen. Einsetzbare Waffe. Oh. Wow. Ist das eine Maschine oder eine wandelnde Festung? Ich muss sorgfältig zielen. Ui, guck mal. Ist sie nicht süß? Ich gebe dir Deckung, Aloy. Ja. Aloy, jetzt kämpfe! Mehr Munition ist unterwegs! Ich gebe nicht auf. Kim, jetzt bist du am Einsatz. Nichts für Feuer. Weil ich gerade auf Feuer aus war. Wo ist denn? Au. Also das tut dir schon mal weh. Der Panzerschnapper hat Boah. gegen uns. Was muss ich da noch mal zerstören? Stark gegen Feuer hast du doch gelesen. Ja, hab ich. Panzerschnapper. Schwach gegen Feuer und Säure. Hab ich gelesen. Das da muss ich aber schießen. Panzerbolzen. Au, leck!
Heilen! Du bist ein schönes, großes Tier. Oh, wow, 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 wow. Munition leer. Na, na. Woohoo! Agilitätsschaden, leuchtender Hirnstamm und 223 Finger. Kann's gerade nicht nennen. Metallscherben. Ich hab ja dem noch mehr angeschossen. Das ist ja gewiss. Luefass. Das könnte helfen. Schauen wir mal. Okay. Modi hat einmal so ein Ding angeschossen. Anscheinend nicht, oder anscheinend ist sowas gut wo hingeflogen. Falls wenn. Aber da sehe ich nirgendwo Beute. Ah, Schildi war schwer. Eine Sackgasse. Sieht aus wie ein Einsturz. Und was ist mit der Karawane Alana, passiert? ich glaube, ich habe hier was. Im Geröll. Was ist es? Da ist er drin. Ein Osseram. Oder auch nicht. Was steht da drin? Er war Teil der Karawane, die hier durchkam. Die Notiz endet abrupt, als der Tunnel einbrach, schätze ich. Oh. Aber keine Spur von einem Kaja-Jäger. Und eine erste Karawane schaffte es vor dem Einsturz durch. Sie sind wohl zu einem Wasserloch auf der anderen Seite gereist. Er könnte es geschafft haben. Führt noch ein Weg hindurch? Ich weiß nicht. Diese Berge sind ziemlich steil. Da muss ich einen Weg finden. Danke, Aloy, dass du so weit mitgekommen bist. Doch ich habe genug deiner Zeit verbraucht. Bitte, nimm das. Möge es dir auf deiner Jagd helfen. Moment. Wie kontaktiere ich dich, wenn ich einen Weg über die Berge finde? Ich komme zu Milo nach Steinhall, sobald ich kann. Wenn du einen Weg findest, lass eine Nachricht dort. Mach ich. Viel Glück. Dir auch.
Talana scheint sehr besorgt um ihren Freund zu sein. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Oh, Aber Dornrücken, ich glaub, wir kommen tatsächlich an den Stoßzahn. Bergen vorbei. Verlangen nach Wissen. Gargeschatten. Wir haben unser erstes Schnappmaul erlegt. Ich stoße auf mich. Ja, ich denke mal, dass ich ihren schweren Gegner zerstöre. Bitte los, was Vernünftiges sein. Ah, Taube. Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. So, jetzt speichern wir da mal. Die Gesandtschaft. Was? Ja. So, der Durchgang. Also. Ich glaube, ich sollte noch gar nicht durch. Also, der herunter fehlendes Werkzeug benötigt. Also Frostgrau habe ich, Breitschlund-Areal. Und nochmal Grau habe ich. Da geht es auch nicht weiter. Da können wir noch suchen. Wir können das noch machen. Und die Brutstätte. Brutstätte da die auch fast machen dann. Aber immer mit Ruhe. Agilitätsschaden kann nicht für Scharfschuss, Stolperfallen, Bogenschießer und Stachelwerfer ausgerüstet werden. Erhöht den beim Fallen oder Gleiten verursachten Schaden. Hä? Keine Ahnung. Dornrücken, Stoßzahn. Leuchtender Hirnstamm. Ja. Das war's. Pausiert, bis Talana einen Weg über die Berge findet. Stufe 25. Wow. Sunkene Hoffnung. Gehen wir auch noch nicht. Mit eigentlich Quests weiterschauen. Begib dich zu den Koordinaten. Das machen wir noch. Und Hauptquest. Auftrag, ja. Krötenechsenknochen, Gänsefeder, Kaninchenhaut. Kaninchenhaut? Okay. Nabelschweinknochen, Kaninchenhaut, Nabelschweinhaut. Präriehuhn. Ich glaube, die kriegen wir alle erst im nächsten Gebiet. Keine Ahnung. Gut, ich lege aber jetzt ein kurzes Päuschen ein. Denn ich muss mal kurz. Na.
So. Gut, dann schauen wir weiter. Wo tun wir jetzt hier? Machen wir das Eclipse-Versteck noch? Jetzt warten wir schon so schön da. Feuerdornrückenareal. Warum eigentlich nicht? Never beat. Ich finde es übrigens ein bisschen schade, dass ich nur nichts gekriegt habe von den Schnappmaul. Kein besonderes Ding da. Passt schon so. Hauptsache da ist schon wieder so ein... Wie nennt man die wieder? Himmelsgleiter. Stürmer. Ich hab gesagt, die lassen wir mal in Ruhe. Weil haben uns ja nichts da. Oder? Das schon so. Dann gehen wir zu deinem Eclipse-Versteck. Schnell speichern. Dann Langbeine. Und Gräber. Ich muss bereit sein. Rotfuchs. Ist nicht gerade weg. Na. Und daneben ist er vorbei. Hier ist niemand. Hat doch bestimmt noch mehr, oder? Alte Vorratstruhe. Kann man nirgends rauf? Ah. Das sind die Koordinaten, die Wesley seinen Schergen. Ich glaube nicht, dass ich die Türen von hier öffnen kann. Wer auch immer in den Ruinen ist, will keine Besucher. Aber ein Präzisionsbogen nicht ausgerüstet. Das müssen wir ändern. Scharfschussbogen ausrüsten. Für die da. Bunkertür. Das sind Leute. Utaro. Sie zwingen wohl die Utaro, für sie zu arbeiten. Ich muss in diese Ruinen kommen und herausfinden, was sie vorhaben. Diese Maschinen wurden wohl überbrückt? Ich muss vorsichtig sein.
Schwach gegen Schock. Erledige die Eklipse. Ja, ja. Machen wir dann auch noch. Eklipse Ich muss Kultist. mich um die restlichen Eklipse-Wachen kümmern. Das kommt für später zum Vorrat. Wo ist tot? Ah, Blutsack! Ein weiterer Tag liegt hinter mir. So, am besten schalten wir jetzt das Oli so leise aus, wie es so geht. Ich muss mich um die restlichen Eklipse-Wachen kümmern. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Brutstätte ist das nächste noch deren Nebenquest, muss man machen. Ich will keinen Ärger. Brauchst du nicht wieder? Keine Munition. Ist da jemand? Stehen bleiben! Lauf! Ist noch irgendwo einer gewesen. Ich sollte meine Plasmamunition sparen und was anderes benutzen. Einen stillen Schlag vielleicht. Bestimmt gibt es noch mehr überprüfte Maschinen. Das waren alle. Jetzt muss ich in diese Ruinen. Beenden, was auch immer Westen macht.
So, die plündern wir noch geschwind. Und dann Feuer da an den Rücken. Gut. Sachen für den Vorrat. Sachen für den Vorrat. Ein Todbringergewehr und 117 Metallscherben. Was ist das? Wahnsinn? Finde einen Eingang in das Versteck der Eklipse. Hey, ich kann dir reinhelfen. Lass uns reden. Sie geht von der Seite nicht auf. Ist irgend so ein Spezialschloss. Eklipse Bastarde. Das war's für dich. Also, Vesri hat tatsächlich eine Festung gefunden. Hör zu. Du willst die aufhalten? Du könntest über das obere Gerüst rein. Die Südmauer ist noch nicht komplett verstärkt. Vesri hockt auf der anderen Seite der Grube. Wer bist du? Und die anderen? Ich bin Jeff. Wir alle sind Utaru. Die Eklipse macht die Grenzen von Rheinklang Jeff, unsicher mein Name und ist entführt Jeff. unsere Leute. Ohne dich hätte ich mich totgeschuftet. Die Eklipse hat dich entführt. Ja, vor ein paar Wochen war ich Kundschaften, als sie mich fanden. Kundschaften? Naja, eigentlich war ich auf der Suche nach Schrott. Im Moment ist es in Rheinklang nicht sonderlich schön. Gibt kaum Essen. Kaum was zu tun. Natürlich ist es 1000-mal besser als das hier. Nächstes Mal bleibe ich lieber daheim. Weißt du, was mich da drin wohl erwartet? Eklipse-Schergen, Killermaschinen, gefährliche Waffen der Alten. Was denn für Waffen? Was weiß ich denn? Die haben mich immer nur verprügelt. Ihr Anführer faselt ständig. Etwas von der uralten Macht des Todes. Das klingt ziemlich übel. Du solltest wohl besser zurück. Und meine Chance auf Rache verpassen? Ich will helfen. Dann bleib hier und überlass das Kämpfen mir. Wenn ich da drin wen rette, freut er sich über ein freundliches Gesicht. Dann sei das Glück mit dir. Ich genieße wohl einfach das Spektakel. Das wird das Vernünftigste. Finde Vesre. Ich denke mal, das soll ich noch nicht hin. Also, ist mein Empfinden. Der Beutel ist voll. Aber im Rucksack ist noch Platz. Naja, testen wir es wieder einfach. Oh, warum soll ich da noch nicht hinkommen? Also bis jetzt schaut es nicht schlecht aus. Ort kann nicht betreten werden.
Säure bringt nichts. Ich muss mir was anderes überlegen. Puh. Männer des Schattens. Blut und Schweiß unserer Sklaven düngen dieses uralte Schlachtfeld. Und bald ernten wir unser Schicksal. Auf dieser Festung errichten wir das Fundament unseres Imperiums. Wir Privilegierten, werden über Tausende herrschen. Ich brauche nach... Eigentlich brauche ich den. Nicht länger lasten die Massen der Carja auf uns. Wir sind frei. Frei zu erobern. Ich sehe gut fast gar nichts. Liegt aber irgendwo an der Distanz. Meridian ist erst der Anfang. Die bekannte Welt wird erzittern, wenn sich unser Schatten über das Land legt. Okay. Greift sie an! Denkt daran, nur ich kann euch diese Garde geben. Nur ich kann euch führen. Denn ich bin jetzt mehr als ein Mensch. Ich trage die Wunden des Todes. Hallo, ich komm da nicht mehr weg. Männer des Schattens. Blut und Schweiß
Fleiß unserer Sklaven düngen dieses uralte Schlachtfeld. Und bald ernten wir unser Schicksal. Ja, ist gut jetzt. Puh. Willst du wieder weglaufen? Mist. Ein Schlag auf... Auf dieser Festung errichten wir das Fundament unseres Imperiums. Wir Privilegierten werden über Tausende herrschen. So viel zu den Wachen. Auf zu ihrem Anführer. Diese Lautsprecher müssten mit einer Stromquelle verbunden sein. Wahrscheinlich in dem großen Gebäude. Ich wette, dass ich ihn dort finde. Also, man da schon einer geben sollten, ich habe keine Ahnung. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin Die Harry. brauche ich ganz sicher noch. Nicht länger lassen die Massen der Karja auf uns. Wir sind frei. Frei zu Wo ist der erobern. Bunkert hier? Nur mal so nebenbei erwähnt. Ach, sag mal, da liegt der Nase voll umeinander. Mittlerer Gesundheitstrank. Und Meridian ist erst der Anfang. Die bekannte Welt wird erzittern, wenn sich unser Schatten über das Land legt. Ja, ja. Utaro-Gefangene. Ich muss sie befreien. Eine Schnell. Fremde? Wer ist sie? Hilfe! Beruhigt euch doch. Ich werde euch befreien. Dank und Segen! Durchhalten. Ich hole euch da raus. Ihr seid sicher. Lauft so weit weg, wie ihr könnt. Und was machst du? Hier aufräumen. Allein? Das ist der Tod! Sicher. Für die Bösen. Ihr alle, versteckt euch, bis ich hier fertig bin. Und jetzt zu Vesre. Betritt Vesres Kammer. Zeit ist um. Die Kampfroboter sind draußen. Eingabe von Zündsequenz. Alpha, Charlie, Echo. Scheiße! Sicherheitsschalter bleiben aktiv. Für Manuel bleibt keine Zeit. Es ist vorbei. Ich hab versagt. Lieber Gott, wenn du mich hörst, achte auf mein Mädchen. Okay. Die Kunst der Alten wird allein mir gehorchen. Ich meistere ihre Macht und sichere unsere Zukunft. Oder du sicherst erstmal euer Versteck. Ah, die Retterin von Meridian. Wie schön, dass du dich freiwillig Halt die Klappe, Vesre. Es ist vorbei. Wohl kaum. Du hast uns aus dem Sonnenreich vertrieben. Aber jetzt rächen wir uns. Oh oh.
Einen Der wird's nicht Verwüster. leichter machen. Ich muss ihn... Löschwasser und Säure. Okay, Planänderung. So, jetzt aber. Wow. Okay, Besre, du bist als nächster dran. Ach du Scheiße. Okay. Du hattest einen Hinterhalt gesagt, Ich bin noch im... Wie soll der nicht gegen den ankommen? Kein Schuss mehr übrig. Wie gerne sehe ich dich sterben. Dafür musst du dich schon mehr anstrengen. Nicht hiermit. Im Nu werden wir beide tot sein. Brenne, Abschaum!
Geht's dir gut? Ja, das wird wieder. Ich hoffte, dass du diese Schweine verprügelst, aber das ist wunderschön. Die anderen. Sie sollten doch weg, sind sie... Ihnen geht es gut. Sie sind in Sicherheit. Wir bleiben lieber mal hier, bis wir wieder bei Kräften sind. Ich führe alle zurück nach Reinklang. Danke, Jeff. Hör zu. Manchmal erwähnte Vesre bei seinem Gebrabbel seine Kameraden. Er meinte, sie sollten bald hier sein. Sind wir sicher? Ich weiß nicht. Aber ich finde es raus. Sieht aus, als ob Vesre hier einige Zeit verbracht hat. Ich schaue mich mal um. Mal sehen, ob da noch mehr Eklipse sind, um die wir uns kümmern müssen. Mhm. Also, sag mal, der ist erledigt. Ja. Treue Eclipser. Wenn ihr das seht, habt ihr das Sonnenreich verlassen. Auf der Suche nach etwas, dem ihr folgen könnt. Eure Reise endet bald. Folgt der Sonne bis hinter die Tore von Fahllicht, wo strahlende Eroberung euch erwartet. Ein neues Imperium. Kommt mir bekannt vor. Das war dann wohl der letzte. Bist du da so sicher? Ah, da geht's noch weiter. Meine Nachricht wartet im Schrecken. Wenn die anderen noch leben, werden sie finden und dann kommen sie hierher. Nicht, wenn ich sie zuerst ausschalte. Und das habe ich. Vielleicht findet mein Vogel... Fünf Stämme. 5 Bomben. Das ist perfekt. Wenn ihre Hauptstädte zerstört sind, haben sie keine andere Wahl, als sich mir zu unterwerfen. Eins muss man Vesre lassen. Er hatte große Träume. Das ist alles, was ich wissen muss. Ich sollte mit Jeff reden. Ihm sagen, was ich gefunden habe. Und, was gibt's? Vesres Kameraden sind tot. Die Eklipse stellen keine Gefahr mehr für die Utaru dar. Und auch nicht für den Rest der Welt. Nun denn. Ich wüsste zwar nicht, was ein dürrer Plünderer wie ich für jemanden wie dich tun kann, aber komm nach Reinklang, wenn du je einen Gefallen brauchst. Bis bald, hoffe ich. Schatten im Westen abgeschlossen. Gibt wieder Fähigkeitspunkte. Oh, du hast schon so müde vor jetzt mittlerweile. Den Schrecken gerettet. Nicht da irgendwie. Genau, die ist da. Das kostet dann 5 und bringt 400. Das Schild explodiert, wenn er verbraucht ist und verursacht Schockschaden. 400 Schildgesundheit. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Stiller Schlag. Verursacht mehr Schaden. Tarnabriss, mehr Reißschaden. Das ist auch nicht schlecht. Stiller Schlag, Heilung. Leise Bewegung. Unauffällig. Schwerer sichtbar.
Feuer. Da gibt es noch so viele Mutstöße, die wo ich eigentlich gar nicht benutzen mag so gern. So, Sammelobjekte haben wir nichts Nice. Das da haben wir gemacht. Wässere. Zack, gibt's da voll. Gut, haben wir das auch abgeschlossen. Dann haben wir eine Hauptquest. Das da, durchsuche die Ruinen. Das können wir noch nicht machen, weil da sind wir noch nicht so weit. Aufträge können wir noch nicht machen. Aufgaben ja. Da sind wir auch noch nicht so weit. Der Schrecken. Rebellenlager und Außenposten. Dann. Sind wir jetzt da. Gehen wir zu die Dornrücken und machen wir dann die Brutstätte. Ab nach unten. Ah, jetzt ist da ums Tor auf. Ist schon mal wichtig. Was auch noch wichtig ist, dass jetzt unser Schild mehr Gesundheit hat. Das heißt, wir können nochmal mehr auf Offensive gehen mit der Schildrüstung. Mit dem Mutstoß. Ich finde der eigentlich ganz geschickt gelöst. Dass keine Rüstung nicht mehr ist, sondern eine Fähigkeit. Hat auch so seine Vor- und Nachteile, aber es ist nicht zu overpowered, aber es ist trotzdem noch im Spiel vorhanden. Mit Schockmunition ist die Maschine schnell erledigt. Mhm. Dankeschön, schau. Genau, Zähne müssen wir erledigen. Reißschaden. 66. Auf alle Fälle erledigt man die zwei jetzt. Eieieiei. Au! Okay. Ist gut. Ja, ruhig, Brauner. Ist gut. Alles gut. Alles im Butter. So ein Stress machen. Ja, super, jetzt ist wieder richtig verloren. Machen wir vielleicht gleich Brutstätte. Oder Tati?
Ja. Machen wir die Brutstätte noch und dann hören wir auf für heute. Dann ist. Gibt's wieder Aussichtspunkt? Also die Langbeine möchte ich jetzt eigentlich nicht überqueren. Beziehungsweise nicht unbedingt kreuzen, wenn es nicht sein muss. Gut. Da kommt dann nochmal ein Lagerfeuer. Das ist übrigens der Horus, wo wir gestartet haben heute. Schon der Wahnsinn. 4 Stunden live und eigentlich gar nichts geschafft. Ehrlich sehr süd. Das Lagerfeuer, glaube ich, ist vor der Brutstätte. Beziehungsweise irgendwie dahinter. Wieso, dass man da herin kraxeln kann? Keine Ahnung. Löschwassermunition dürfte das hinkriegen. 2 Sprungschläger und ein Plünderer. Drei Sprungschläger. So, immerhin hätten wir das schon mal erledigt. So, die erledigt man jetzt mittlerweile so.
Jo, Weiner, du, ja. Du schon fertig gefeiert für heute. Du, Weiner, du. Bin erst 4 Stunden da. Bin noch nicht lang. Für den nächsten Kampf. Was? Okidoki. Ah, jetzt. Seid schon ausgefeiert. So, speichern wir kurz. Dann gehen wir in die Brutstätte. Das verstaue ich für später. Hm. Lieg schon im Bett. Ich saus. Die kann ich bestimmt hacken. Jo, immer. Einmal drin gibt's kein Zurück mehr. Einmal drin gibt's kein Zurück mehr. Das kehrt. Diese Vorsprünge sehen stabil genug aus. Hallo, Krax und der Affi, du. Und mit ganz geschwind was testen. So. Mhm. Egal. Öffnet. Du betrittst gleich eine Brutstätte und kannst sie nicht verlassen, bis du sie abgeschlossen hast. Stelle sicher, dass du gut vorbereitet bist. Bin ich immer. Und abwärts. Ach so, es wird geladen. Okay. Keine Quiz. Vielleicht war das keine so gute Idee. Ach du Scheiße.
Und es geht weiter. Von Gräber. Das war lustig. Jetzt muss ich irgendwie zu diesem Kern. Das ist der Kern. Also die schaut jetzt nicht so groß aus. Aber nichtsdestotrotz braucht man es jetzt auch nicht unterschätzen. Scharfschussbogen. Erledigt. So. Gut, Dieser dann... Wolke tarnt mich bestimmt eine Weile. Ich müsste rüberkommen, wenn ich den Knoten an der Spalte hacke. Genau. Brücke, bilde dich. Sehr schön. Ist identisch zum Vorgänger. Hat sich relativ wenig verändert. Wo gehen wir gerade lang? Oh. Größer an das Gebiet. Mittleres Vorratslager. Ein Schild. Au. Ich brauche einen anderen Weg. Jo. So geht's weiter. Nicht zu hau überbrücken. Ja, egal. Aber ciao. Mist. Noch mehr Maschinen. Ich sollte mit Frostmunition schießen. Ich muss irgendwie auf die andere Seite. Waffen wechseln. Ah, hier war Frostpfeile. Guter Treffer. Glocke easy. Ich muss diesen Schild umgehen. Einmal überbrücken, bitte. Alle
Alles wird ans Ende dieses Korridors gebracht. Dort muss der Kern sein. Richtig getimt könnten mir diese Lüftungen beim Klettern helfen. Okay. So nicht. Einmal lüften, bitte. Also, der fährt sich auch wieder nur raus in einer bestimmten Zeit. Puh, es wird uns dann da am Ende der Brutstätte erwarten. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Da gibt's nichts mehr, denke ich mal. Gehen wir da weiter. Vielleicht komme ich mit diesem Arm hinüber. Jo, aber erst wenn wir plündert haben. Tja. Hühler einfach ausschalten mit Menü. Bestimmt, kannst du weit so gut? Jetzt muss ich im richtigen Moment abspringen. War das der richtige Moment? So, jetzt gibt es kein Zurück. Ich könnte Säure einsetzen. Munition befüllen, einfach weil wir es können. Da ist der Kern. So,
Reit! Du wischst mich ja da immer wieder. Du gesagt, das gibt's so nicht, ha? Oh. Feuer wird hier nicht helfen. Du gibst schon dein Bist. Und klang noch nicht. Jetzt verwende ich meinen Schädel. Du brauchst wahrscheinlich auch nicht. Und der Moment ist hinüber. Munition leer. Au, 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 au. Da fliegt das Teil. Oh. Wo sind Kisten? Guck mal, ich hab Vorratskisten abgeschossen. So in deinem Bereich. Mit diesen Metallwagen komme ich näher an den Kern. Aber wie komme ich da ran? Ho.
Also da muss ich um mich. Wahrscheinlich irgendwie über daher hin. Ein Vorrat schadet nie. Mhm. Puh, also der Panzerwanderer war nicht ohne. Ach so. Ja, das hilft mir jetzt dann nicht wirklich, oder? Da geht's weiter. Das verstaue ich für später. Schauen wir mal, das kann uns helfen. Also das hilft uns bestimmt. Vielleicht schaffe ich es auf diesen Arm. Lüftungen. Den Sprung schaffe ich. Das war knapp. A little bit vielleicht, ja. Von hier aus müsste ich auf einen dieser Metallwagen aufspringen können. Ah. Jetzt bin ich schon so weit. Ich muss nur noch etwas durchhalten. Ich muss bald von dem Ding runter. So, da abspringen. Ich nähere mich dem Kern. Jetzt. Da oben, dann auf den nächsten Arm, dann müssen wir ein wenig Kern haben. Das Timing muss stimmen. Das Timing muss stimmen. Ja, gerade stimmt's noch. Einer noch. Gerade. Mit diesem Metallwagen sollte ich an den Kern kommen. Ah.
Zeit, die Maschinen zu überbrücken. Begib dich zum Kehren. Seltsame Art, Maschinen zu lagern. Wenigstens ist sie vorerst deaktiviert. Ein Breitschlund. Na toll. Fallen mit Stil. Da ist der Kern. Jetzt brauche ich nur noch Zugriff. Geh doch an die Tür. Das kommt für später zum Vorrat. Na dann geht's auf in den Kampf gegen einen Breitschlund. Kampflos bekomme ich die Überbrückung wohl nicht. Die Maschine hat Verstärkung. 2? Boah. Boah, leck. Sehr schön. Getränkt. Oh, geh weiter! Nicht viel zum Feuern. Kim.
geht mir Munition aus, so kurz davor. Jetzt kann ich bestimmt auf den Kern zugreifen. Damit sollte ich Maschinen in der Wildnis überbrücken können. Das war anstrengend. Anscheinend hat der Festes das Brutstätten-Sicherheitsnetz verbessert. Überbrückung freigeschaltet. Gräber. Wühler. Graser. Einige Daten Plünderer. sind beschädigt. Im Moment kann ich Reishorn. Breitschlund. Ich kann einen Breitschlund über... Oh, das gefällt mir. 3 Erfahrungspunkte und 8000 EP. Wow. Mit den Daten aus dem Kern sollte ich diese Maschine überbrücken können. Jetzt sind alle auf derselben Seite. Erstmal zumindest. Ich sollte jetzt Fehler überbrücken können. Das Kämpferseitli für mich. Boden. Erledigt. Also, so überbrückte Maschinen? Und definitiv nicht schlecht. Noch einen Wühler. So, Brutstätte auch erledigt. Dann glaube ich, speichert man da an dem Lagerfeuer. Beziehungsweise da können wir noch schön schauen, wo das Unbekannte ist. Hat mir glaube gar nicht angezeigt. Ist da oben, da unten. Vielleicht gehen wir da noch schön um. Blockierter Weg. Mittlerweile nimmer. Sprengen wir es auf. Achso, da sind meistens sicher nicht Sammelsachen dahinter. Die verschwinden aber dann. Okay, das heißt, wenn wir die blockierten Wege und alles ein wenig machen, dann wird die Karte auch leerer. Gut, gehen wir zum Lagerfeuer. Sprungschläger lassen wir für heute in Ruhe. Genauso wie alle anderen Maschinen. Dann speichert man da. Dann würde ich sagen, ist gut für heute. Dann können wir wenigstens noch Fähigkeitenpunkte geschwind einsetzen.
Und zwar Nummer 4. So vielleicht ein bisschen leiser Speer. Nahkampfangriffe sind leiser, was die Wahrscheinlichkeit reduziert, von nahen Feinden entdeckt zu werden. Leise Bewegung. Noch das einmal. Tarnabriss. Tarnfernkampf. Stille Schlagstärkung. Waffenausdauer plus 100 Mut. Leise Speer. Ja, machen wir das noch. Und dann als nächstes werden wir wahrscheinlich mal sowas machen. Berittene Verteidigung, Maschinenschaden und so weiter. Also schon langsam kann man wegen so in alle Gebiete eine nur fallen stellen. Frage eigentlich fast gar nicht. Okay. Dann schalten wir da mal um. Schalten wir da mal auf Musik. Da. So. Dann schalten wir aus. Den Controller lohnen wir gleich wieder, weil muss man nicht, wo man es brauchen. Wahrscheinlich morgen, wir miteinander wahrscheinlich am Sonntag. Also, nagelt's mir nicht fest drauf, kann durchaus passieren. So, jetzt hat man da noch geschwind um. Hallo. Jetzt. So. Okidoki. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Freitagabend und einen schönen Samstag, weil wir werden uns morgen bestimmt nicht sehen. Morgen habe ich absolut keine Zeit nicht. Vielleicht sehen wir uns am Sonntag. Mal schauen. Ich denke schon. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.